So, und damit herzlich willkommen und hallo, meine geliebten Zuschauerchen. Mal schauen, wo waren wir denn? Ja, genau, wir waren hier. Und dann kommt auch nicht mehr viel, ne? Mal gucken, wie sich das hier gestaltet. Dann sind wir bald mit der Karte durch, ja? Und sind beim Zwergenkönig, vielleicht? Mal schauen. Hier hatten wir auf jeden Fall gestern aufgehört. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag. Wir sitzen in dieser Kälte, die wir hier um uns herum sehen, mit einer schönen warmen Tasse von irgendwas. Oder ich habe das Fenster auf, wenn ich so in die wirkliche Welt rausgucke. Wenn du? Meine Königin, dieses Gebäude beherbergt die Bank des Zigrin-Clans. Der Bankier behauptet, dass wir in einigen Monaten das Dreifache zurückbekommen, wenn wir jetzt investieren. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Sollen wir investieren? Ja, mach mal. Wehe nicht. Aber ja, wir haben ja momentan das Geld, sonst hätte ich wahrscheinlich weniger gegeben. We would take root neath Mount Carbon, where it's warmer, but allotments for the Vale. Well, that's yet more settlers in the ground. Ah, they was good dwarves. Well, wissen wir doch noch gar nicht. More settlers in the ground. Ah, they was good. Four Dwarfs Codex states it clear. If you're in a mine and something knocks, you'd do best not to knock back. Ja, ja. Four Dwarfs Codex states it clear. Okay, danke. Riding past a mine, Meve Minengeister. noticed a group of miners gathered around the entrance to a shaft. Frost had settled on their moustaches and beards, suggesting they had been there for some time. The Queen summoned Gabor and asked him to determine the reason for this sit-in. Ein guter Kaffee. He returned after a few minutes and announced the most curious thing. They're waiting for the knocking to stop. Meve's frown prompted Gabor to explain in greater detail. According to our laws, dwarves can't go into a mine if there's knocking coming from inside. We're obliged to wait for the ruckus to quieten down. Ah, yes. Our own miners share this superstition. Reynard interjected. They say the knocking is that of a treasurer gnome, a kind of mine ghost. Schatzgnom. With all due respect, your miners are dimwits. Gabor said, patting Reynard on the shoulder. Knocking means an imminent and abrupt discharge of the potential pliable energy of rock formations. In other words, you can, a rock burst. Except usually it's all done in a day or two, whereas these lads have been waiting going on 2 weeks. Foreman's grown impatient. He'd like to send someone down the shaft, have them see what's at issue, but, well, the code forbids us from doing anything of the sort. Wir gehen If in nachgucken. this manner I can gain favor among your brethren, Sighed the Queen, dismounting. so be it. I shall descend and see what the problem Sie is. The selbst. shaft was Oh too Mann. narrow to fit an entire army. So Meve and a small unit of men entered the mine, miners' lamps in hand and hearts in their mouths. The rhythmic knocking coming from the bowels of the mountains, distorted and multiplied, was unnerving. Das ist doch jetzt irgend so ein Troll oder sowas ganz bestimmt, oder? Also ein Monster, nehme ich mal ganz stark an. Wenn ich hier Könige gewesen wäre, was auch immer, dann wäre ich doch nicht selber in die Mine gegangen, die einsturzgefährdet ist vielleicht oder sowas, wer weiß. Mann. Ja, das hätte ich auch nicht gemacht. Ja, Soon the company arrived at the place that seemed the Werbung. source of the knocking. Gabor put his ear to the rock and listened for several moments in silence, then struck the wall with all his might. The wall crumbled with a crash, opening a passage into another corridor, from which sprang numerous foes. was denn für welche? Zwerge? Was sind das? Der Finsternis der Minenschächte war es unmöglich zu sagen, wer Meves Leuten entgegenstand. Keine Spitzorden, ne? Schienen Menschen zu sein oder Kreaturen, das ihre Form annehmen und ihre Stimmen imitieren konnte. Da die Schächte zu eng waren, um das Schwert zu schwingen, warf Meves fort und griff nach dem Dolch.
Ist ein regulärer Kampf, ja? Okay. Dann... Nee. Ein regulärer Kampf. Ja gut, mach mal so. Did you hear something? What? Ups. Silhouette nur. Should have listened to me, old lady. Mach mal so. Warum ist die Abklingzeit jetzt wieder so gering? Ist so merkwürdig. Who goes there? Drop your weapons! Nay, you drop yours! This harvest will be reaping black-clad heads. Die beiden rein. Muss noch eine Karte spielen. Ich bin dumm. My spirit's willing and how, but these damn boots are killing me. Who just grabbed me? Oh, apologies, Meve. I thought you were Reynard. Machen wir das hier. Dann kommt der Hund auch aufs Feld. 4 Schaden klingt gut. Achso. Ach, Befehl. Befehl? Oh, das ist ja interessant. Oh, das die Plus hat Befehl und nicht... Interessant, das wusste ich jetzt auch nicht mehr. Kannst du überhaupt noch gewinnen, die Runde? Passt doch mal. Ja, das muss reichen. Kommt er überhaupt auf 100? Ich bin dumm. Es geht nur eine Runde, ich habe nicht aufgepasst mal wieder. Ach Mann, nochmal. Reynard! Are we winning? I can't see a bloody thing! Die Runde verloren, ja. Nochmal bitte. Mann. Ja, Pokémon passt. Sehr gut. Behalten wir das mal. Kartenziehen ist cool. Wird schon passen. Ich kann einmal Karten ziehen. Ja, hier auch noch. Ja, wird schon. Ja. Did you hear something? What was that? Nicht gut, dass ich bei der Fähigkeit die aufheben kann. Weil dann auf einmal ausboosten kann. Drop your weapons! Nay, you drop yours! Aye. Klingt auf jeden Fall nach Menschen. Sah ja auch aus wie Menschen, ne? Wenn es klingt wie ein Mensch und aussieht wie ein Mensch, bewegt wie ein Mensch, dann muss es ein Mensch sein. Should have listened to me, old lady. Who just grabbed me? Oh, apologies, Meve. I thought you were Reynard. This harvest will be reaping black-clad heads. Cursed Ein trees. Feuer gefunden diesmal, ne? Gut, dass er es so spät ausgespielt hat. Ja, Trommler gut. Again and again and again.
Ja, das wollte ich noch. Ach, egal. Passt schon. Das ist nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, 3 Runden. Sod it all. Nichts beschädigt bei ihm. Die Fahne mitnehmen? Oder... Ist das Ding ohne extra Effekt, ne? Das andere, Alter. Reynard, Oh, sehr gut. are we winning? I can't see a bloody thing. Ja, wir gewinnen. Das There's passt. a time to reap, a time to sow, and a time to die. Wir können gleich 4-mal das boosten hier. Keine Chance. Das jetzt spiele? Kann man nochmal eine Your Karte ziehen? Majesty is exceptional. Ach, danke schön, endlich. Army's a waste of time for one like me. Kriegen noch eine Karte, ne? Okay. So, Wormer. Beschädigt. Wir haben schon gewonnen, ne? Na komm. Kann nicht mehr passen jetzt. Ja, dann machen wir die Runde zumindest zu Ende. Oh, den beschädigen. Warum kriege ich manchmal noch eine Ladung zurück? Ich verstehe das nicht. Ich meine, ist cool, aber Okay. Jetzt können wir die Bombe einsetzen. Leicht mehr Punkte. Stop, we surrender! Warum nicht gleich so, Both sides were surprised. Both fought in the weak light of torches, nearly down on hands and knees. In the end, the Queen emerged victorious, and as soon as she had returned her sword to its sheath, she asked the new prisoners a question that was on everyone's mind. Who the devils are you? The captives looked at each other in disbelief, as if before them stood a ghost. Finally, one of them managed to choke out a response. Your Highness, we're your subjects. Meve recognized the accent at once. The men came from Rivia. But what were they doing so far from home? Hä? According to the prisoner's account, after the Nilfgaardians' invasion of their kingdom, terrible poverty gripped the land. Seeking bread, some desperate inhabitants had gone to the mountains of Mahakam, engaging in wildcat mining in search of precious ores. Without asking the dwarves what they thought of this, You know yourself, my queen. explained one captured Riv. They guard their treasure real jealous-like, don't care a whit about the suffering of others. They see us starving down in valley and don't lift a stubby finger. Ja, ist ja deren Recht, ne? Sadly, the Rivians had dug close to existing corridors. When Gabor destroyed the wall that stood between them and the dwarves, they were convinced they were being attacked by monsters, so they raised arms in self-defense. Meve, 'tis a tough nut to ken, Said Gabor. but let's nae kid ourselves. These men are thieves, and we must hand them over to the Mahakaman Guard. So they may do what? Sentence them to hard labor, or hang them at once? Said Reynard, his usual calm shaken and his voice raised. These are your subjects, Queen. They coveted their neighbors' goods, true, but only because they had naught themselves. Ja und? Ziehen lassen. Ja, dann schließen sie mich mir an, ne? Nö.
If dwarves left the mountains to rob the fields of Rivia, said the Queen after some consideration. I'd want to judge them according to our laws. Like it or not, Bruverhoog has the same right. But, milady, you're us queen. You swore to protect us. From harm, yes. But not from due punishment. With a heavy heart, Meve handed the rivs over to the Mahakaman guard. What happened to them, I cannot say for certain. But they were not seen again. Nee. Well, boys, we swig and we get back. Dass irgendwas Positives für mich hat, außer die Genugtuung, ich weiß, dass ich das Richtige getan habe. Nee. Wahrscheinlich nicht. Was wirkt ja bis jetzt so, als wenn dann nachher immer noch eine Abrechnung am Ende des Zwergengebiets hier The wäre. sound of approaching hoofbeats made Meve turn to see Reynard spurring on his panting horse, galloping at a breakneck speed towards her. Ill tidings I bring, your grace. Was denn? Clearly. Glad tidings never arrive with such urgency. Our scouts captured a Nilfgaardian messenger. He was traveling in disguise, and by night. When he realized his capture was imminent, he strove to destroy the letters he carried. We were able to salvage some, in parts. Anything of interest? Yes, there is, I fear. Your Majesty, you must listen. Consider your offer accepted. Direct Meve and her force to the agreed site. We await their arrival. Your reward shall be as agreed. Hail, Keritza. Keritza. Ha? Also Kera, sagen die dann. Also steht ja da falsch. Keritza. A traitor. We might have expected as much. Nilfgaard has shown amply that it abides only by the rules it sets. Since they have not proved able to defeat me in the field, in open battle, they seek other means. Schön, dass du reinschaust. Verräter. Ja, an wen sollte denn die Nachricht gehen? I suppose the scroll bears no name. It does not, your grace. The messenger. Have you questioned him? Naturally, your grace. Alas, he knows not to whom the letter is directed. He was to leave it in an agreed spot. I take it tidings of the whole affair have spread throughout the force. Yes, your Majesty. The witnesses were too many to keep this fact a secret. We must thus assume the traitor in our ranks knows it as well, and will make no attempt to retrieve the scroll. Have we any other leads or clues? None, I fear, your Majesty. We must be alert. Keep a keen eye on events as they unfold, and exercise great caution in forging new acquaintances. Ja, wird schon. Very well. Eyes wide open, all senses attuned. Yours in particular, Reynard. Of course, my liege. Die soll irgendwo hingeführt werden, ne? Ja, ist ganz gut, dass wir hier die Moral wieder stärken können. Wir müssen nach rechts. Da links ist dann nur so. Okay. Das Angebot ist angenommen. Leite Meve und ihre Streitmacht zum vereinbarten Ort. Wir warten dort auf sie. Die Belohnung erfolgt wie versprochen. Hail, Ketzer. Das könnte ja auch was Gutes sein, oder? Irgendwie ein Nilfgaarder, der... Nee, ja, weiß ich nicht. Oh. Eure Hoheit, in diesem Haupt lebt etwas. Eine Bestie mit brennend roten Augen und einem furchtbaren Knurren. Furchterregenden Knurren. Vielleicht beschützt sie etwas Wertvolles. Was wäre nur für eine... für wenige mutige Platz, die dann vielleicht nicht alle zurückkehren. Ja, hätten wir Ike noch, dann würden wir keine Männer verlieren. Interessant. Also wir sehen das sogar. Wenn wir irgendwen bräuchten. Joa. Dorbenes Ale. Hallo Cleo. Interessant. Gucken gleich nochmal. Wir das hier haben. Map.
Ja, Zurel. Ja, damit. So. Mhm. So, was ist denn das jetzt eigentlich? 15 Schaden oder 2 Schätze. Cool. Wirkt er wie ein Verräter? Ich weiß nicht. Ich überlege gerade, ob ich Nordwind rausnehme. Das Ding bleibt dann auch auf dem Feld, ne? Es gibt so viele Sachen, die man benutzen könnte. Weckere eine Einheit und verbessere sie um 10. Zerstöre sie nach 3 Zügen. Beginn des Zuges gemeinsam mit dieser Einheit. Also kannst eine Einheit zerstören nach 3 Zügen. Yay. Den hier mochte ich sehr gerne eigentlich. Alles um 2 Buffen und 2 Schaden zufügen. Bei den Gegnern. Nee, dann lasse ich das erstmal so. Bei Nordwind. Gascon benutze ich ja momentan auch nicht. Komm, den können wir auch mal reintun wieder. Ich könnte auch keinen Schatz nehmen. Nee, die Schätze sind schon gut genug auf jeden Fall. Die Schätze, die es mir ermöglichen, Karten zu ziehen, sind natürlich viel besser, ne? Irgendwie, wenn ich dann ein gutes Deck habe. Das irgendwie synergiert, wenn ich irgendwas ausspiele, dass ein paar Sachen passieren und so. Na gut. Ist das hier eine Lawine? Eine Schneeballschlacht? Was für ein Rätsel. Ah, ne. Schneeballschlacht, doch, ja. Lyrische Winter sind mild. Fröste sind selten und Schnee noch seltener. Man, liegen bleibt er nie. Nur hatten Meves Soldaten die riesige, frostige Puderdecke auf dem Marker-Gipfel gesehen und die raue Schönheit dieser kalten Landschaft genossen. Da kamen sie auf die geniale Idee. Kleine Schneekugeln formen und ihre Kameraden damit bewerfen. Was folgte, war minutenlanges Gelächter und Schabernack. Bis sich ein Troll zu ihnen gesellte. Zu ihrem Entsetzen ist er mit Felsen zur Schneeballschlacht erschienen. Okay. Plot-Twist. Was? Land ist... Nicht zulassen, dass ich sterbe. Ne, haben wir nicht. Okay, Moment. Schneeball des Trolls. Landet es in einer Reihe, füge allen Einheiten dieser Reihe 2 Schaden zu. Zwinge 3 der stärksten Einheiten auf ihrer Seite die Reihen zu wechseln. Er wirft jede Runde einen Schneeball dahin, wo die meisten Menschen sind. Aye. Should have listened to me old lady. This harvest we'll be reaping black-clad heads. Passiert? Oh. Hey? Okay. My spirit's willing and how, but wie lange muss ich durchhalten? Noch 4. Noch 4. Ja, sagen nur jeden zweiten abgekriegt. 2.
Nee, dann töte ich den. Doch, ja. Ever have a stone knock out one of your teeth? Einen Kranz jetzt noch abkriegen. A time to reap, a time to sow. Okay. Dann noch den hier jetzt. Have it the white of an eye from half a league away. Okay. Gerade so. Die Schneeballschlacht gewonnen. Warum ist Egnut weg? Der ist gegangen, weil ich den Drachen nicht erschlagen habe. Der Drache war ja vergiftet von den Fennec-Zwergen, von dem Zwergenclan. Und hat deswegen nur die Leute angegriffen. Ich habe da auch ein bisschen gehadert, ob ich jetzt den Drachen umbringen sollte oder nicht. Aber ich habe ihn am Ende nicht umgebracht und ja, Ike hat es mir übel genommen. Der ist ja, auch bei der ersten Begegnung haben wir ja schon einen Drachen töten wollen. Oder ein Biest, das so ähnlich war. Er ist halt Monster-Töter. Da war er sauer. Plünderer brauche ich. Hier. Kann ich mir das leisten? Ja. Nein. Falsches Zelt. Plünderer plus. Ich glaube, der Alchemist ist auch nicht schlecht. Was mehr so... Weiß nicht, die kannst du nicht einfach so spielen am Ende nur halt. Ist mehr wie so ein Zauber eigentlich. Lass mal noch einen davon basteln. Und mitnehmen. Und ihn nehmen wir doch wieder raus. So. Das heißt, wir können jetzt Karten wegtun. Das heißt, wir könnten jetzt auch den hier wieder mit reinnehmen. Deck jetzt ein bisschen voll wieder. Mal gucken. Wird schon. Oha. Meve's force neared Davor's abyss. Signs of beastly feasting were not hard to find. Countless paw and claw tracks were impressed in the blood-stained snow. Among the boulders, bones picked clean were strewn about. Gascon lifted one from the ground. Empty inside, He said. Something sucked out the marrow. Okay. Meve soldiers feigned indifference to the grisly sight. They marched on, their stepped rhythm unwavering, a song on their lips. Yet hearing a slight tremolo in their voices, Meve knew they merely sought to drown out their fear. A moment later, a commander's horn sounded, the signal to halt. The queen galloped to the fore of the column and found herself at the edge of a vast, round hole in the ground. She could not see the bottom. Meve drew her reins tight to prevent her mount from taking even one step forward. What is this? A crater? A desiccated lake? Oh Mann. A mine of the strip variety. Gabor explained. Treasures we picked and shoveled through here. Diamonds. Till we happened on the beasts, that is. What now? Diamanten. Orion's a dam. Holds back a lake. If we can break it, water will rush in, fill the abyss and the tunnels from which the beasts emerge. Just need to get around the mine first. Way down's on the other side. Okay. Meve squinted and gazed into the distance. Indeed, there was the dam. And at its foot, a swarm of beasts roiled about. Her soldiers gazed at their queen expectantly, their arms at the ready. She knew well they would rush into battle, in spite of their fear. Gabor! Meve cried out over the whirling wind. Have you bards here in Mahakam? Course, your grace.
Then we shall give them good reason to compose this day on the themes of courage, of heroism, of Lyria! Gee up! And with that cry, the queen spurred her mount, grabbed a banner, and raising it high over her head, rushed headlong at the horrid swarm. Das klingt nicht so klug. Okay. Ja, der wäre jetzt nützlich gegen die Monster, ne? Der Ike. Will ich mehr haben. Was? Das ist ein Rätselkampf? Nee. Ja, aber irgendwie schon. Tief in Davors Abgrund förderten die Zwerge eines Diamanten von übertreffender Qualität. Bald zierten die Steine sämtliche Höfe des Nordens. In Kronen und Zeptern, an Kelchen und Zeremonienschwertern. Einige blieben auch in Mahakam, wurden allerdings eher zweckmäßig eingesetzt, um Bohrungen vorzunehmen oder Kristall zu schneiden. Doch die Tage der Diamantförderung waren vorüber. Heute wimmelt es im Abgrund vor Monstern. 7 Ladungen fürs Katapult. Wahrscheinlich 7 Monster töten oder sowas. Gibt diese Einheit jede Zug zu Beginn des Zuges eine Ladung, also 7 Runden. Die Einheit neben, wenn sich Einheiten neben dieser Einheit befinden, füge dann einer zugefälligen gegnerischen Einheit 5 Schaden zu. Allen anderen Einheiten in ihrer Reihe für 2. Sammelt diese Einheit 7 Ladungen, gewinnt Meve den Kampf. Das wollen wir tatsächlich, glaube ich. Oh, Feuer ist gut. Ist auch gut. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Ich glaube, das lasse ich so. Here's the way down. We need to break through and destroy the dam. Watch your heads! Erstmal eine Feuerspur legen. Und dann gleich noch eine. Catch! Ein Zähler. Beginn des Zuges. Okay. Yeah. Auf jeden Fall ein besseres Ziel gefunden für die Gegner, so wie es scheint. Ey! Schieben in eine andere Reihe. Ih. You can try to win them all. Bam. Hier. Zack. Was? Achso. Your Grace, monsters approach from all sides. Ja. Wir ziehen mal mehr Karten. Und warten. Oder? Wenn irgendwas auf 1 HP ist, dann benutze unsere Fähigkeit, glaube ich mal. Warum wurden die gerade um 1 gestärkt? Hier. Ach, hier. Noch eine Karte ziehen. Sod it all. Sieht nach Easy Win aus, hm? Mal gucken. Jetzt hat er noch nicht so viel gemacht. Wenn das Katapult jetzt nicht irgendwie plötzlich zerstört wird? Wird schon. Excellent! The dam's about to give! Lass mal 2 Karten ausspielen. Und ein Hund. This eyes will be reaping black-clad heads. Ey, da ist jemand mit einem Leben. Töten. Passt. Und nochmal Feuer.
Auf 6 Zähler. Dann machen wir den jetzt. Mal hochboosten. Töten wir den nochmal. Wunderschön. Dann den. Ja, wir es können. Den hätten wir auch gerade töten können. Wir sind schon auf 4, 5 jetzt. Sehr schön. Nichts mehr übrig vom Gegner fast. Kannst gerade nicht weiterfangen. Hier fehlt Geld. Excellent work. Okay. Benutzt du, gehst du dann jeden Tag auf das Discord und gibst da einmal Pocket Daily ein, Leo? Das hilft enorm tatsächlich, über lange Sicht so. Ich mach das immer einmal vor dem Stream. Indeed, bards sang of this battle soon after. For no claws or fangs could break through the wall of shields the Lyrians raised that day. And no scales could protect the beasts from the Lyrians' stinging arrows and blades. Fight! Do not relent! Let us show these beasts! It is they who should fear us! The queen shouted. In the end, the beasts turned to flee, yet Meve's force cut off any chance of escape. A solid wall of men began to push the monsters ever closer to the edge of Davor's abyss. Pressed from all sides, the horrors began slipping over the precipice, screeching terribly as they fell. Ich überlege gerade, wo der Link dazu war, wenn man hier drauf klickt. Nee. Irgendwo gab es einen Link in der Extension dazu. Das ist ja mein Discord. Nee, also auch schön. Aber da ist das nicht. Irgendwo war das verlinkt. Bin fast sicher. Ich sehe es aber gar nicht mehr. War das vielleicht bei Help? Das hier? War das damit verlinkt? Ich weiß nicht. Ja, da gibt es Links, auf jeden Fall einen Discord-Link. Also bei dem Poke-Help-Link den drin. Da ist auch das Discord gewesen, genau. Okay. Da kann man dem dann auch beitreten. Ich kann das ja mal in den Chat posten. Ja, das da wäre das. Silence came at last. The queen stood at the edge of the precipice, breathing heavily, leaning on her sword. From the depths of the mine came muted growls and groans. Let's flood the damn hole, Hissed Gabor. before any other shite crawls out of it. A rush of icy water suddenly rose, then just as abruptly plunged into the mine, flooding the pit. And where once lay Davor's abyss, now lay Davor's pond. Meve descended back into the pass, exhausted and covered in beastly blood, yet also exceedingly pleased. She was one step closer to dwarven support in the war against Nilfgaard. Once the Lyrians had put some distance between themselves and the now destroyed monster lair, Meve ordered her men to pitch camp. Then she sent the quartermaster off for food and drink. The soldiers lit campfires, then set aside their weapons. Soon after, lively music and song could be heard throughout the camp. Your Majesty,
Reynard said from behind Meve's back. A messenger from the Elder-in-Chief. The Queen turned to see a dwarf in a richly adorned jerkin and a shako with golden seams. She stifled her laugh into a smile and lifted her chin proudly, expecting praise and a pledge of aid in the war against Nilfgaard. Ja. My lady, your daring deeds have come to the Elder's attention, said the dwarf in a measured voice. He's positively irate and demands an explanation. Irate? But why? I and my men, we've aided you greatly. Elder Hugh awaits at the Long Bridge. You'd be wise not to keep him there any length of time. And with that, all the Queen's enthusiasm for a celebration was instantly gone. She waited until the fires expired and the songs died down, then gave the order to march. Wir müssen direkt weiter. Oh, hier bin ich. Aha. Macht man das Connecten? Das Connecten mit dem Discord? Bei dem Discord musstest du irgendwas eingeben am Anfang, damit du einfach nur freigeschaltet bist oder sowas. Irgendeinen Knopf drücken, quasi. Wenn du auf dem Discord bist. Damit die Leute wissen, dass du kein Bot bist, so ungefähr. Tag 234. Der erste Wintertag. Es wird ziemlich hart. Es ist so kalt, dass die Spitzhacken an unseren Händen festfrieren. Wir mussten die Arbeit einstellen. 5 Tage später. Es hat angefangen zu schneien. 2 Meter pro Tag. Keine verhackte Sicht. Man sieht die Kamine kaum aus den Schneelugen. 6 Tage später. Monster. Sie greifen von allen Seiten ein. Können unsere Position kaum halten. Enorme Verluste. Und dann nochmal 5 Tage später mussten die Mine aufgeben. Rückzug zu Borisrumpf. Wir kehren im Frühling zurück. Petritfuchs. Ja, von hier komme ich. Kein Loot mehr. Okay. Ist schon ein Moment her, dass ich mich da mit dem Discord mal verbunden habe. Da könnte ich jetzt leider nicht mehr sagen, was genau man drücken muss, aber man muss irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob es eine dieser Sachen war, wo die Regeln da stehen und du dann darunter so ein Emote als Haken setzen musst, damit du weißt, dass du die Regeln verstanden hast oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas war es bestimmt. Achso, das Discord muss man natürlich auch noch verbinden mit Twitch, ne? Jetzt geht das ja generell nicht. Das auch noch? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich aber schon für Ewigkeiten gemacht. Weil man damit die Twitch-Emotes dann auch auf Discord benutzen kann. Zumindest bei den anderen Leuten, die connected sind. Ich soll irgendwo Connect reinschreiben. Es ist schlecht beschrieben, wo. Ja, du hast am Anfang ja nur irgendwie 1 oder 2 Kanäle, wo du reinschreiben kannst. Also. Da, wo die anderen auch alle Connect hingeschrieben haben oder sowas. Connect. Yeah. Petrit, ich stimme dir zu, die Mine muss evakuiert werden. Tragt so viel wie möglich von dem, was ihr schon ausgegraben habt, und tragt ein rotes Banner, damit unsere Speer euch im Schnee bemerken. Boris Rumpf, freuen wir uns alle auf eure sichere Rückkehr. Thronebreaker. Muss ich jetzt nochmal zurück? Oder wie hieß der Ort? Steht hier nicht. Ist das jetzt vor mir oder hinter mir? Gute Frage. Ich glaube, das ist hinter mir, oder? Willkommen in den Landen des Widmar-Clans. Wer uns Geschichten bringt, sogleich mit uns trinkt. Uhuha. Okay.
Connect ausprobieren. Kannst du nicht suchen in dem Discord nach Connect? Nach Ausrufezeichen Connect, wo das reingeschrieben wurde? Ich hab nicht so ganz, ja? Keine Ahnung. Da ist irgendwas. Hier ist auch der Schatz. Ah ja. Frozen. All. Only the banner moves. Blown by the wind. Downright poetic. Prime material for a ballad. Perhaps even a whole saga. Da, wo man Pokedeli reinschreibt, will der das nicht machen. Beckenbauer, was? Barnabas Beckenbauer. Okay, Multiplayer-Karte. Gazing towards the horizon, Meve noticed a dark shape outlined against the mantle of snow that lay on the ground. It proved a tower, toppled and broken in pieces. Around it lay the ruins of other buildings, blocks hewn out of basalt rock protruding from the permafrost. That'd be the Clan Vidmar ruins, said Gabor, hollering over the wind. Rich ones had their clan seat here till earth tremors turned all into dust. Hundreds of dwarves lived here once, and now, not a living soul. Help! Save me! On the contrary, there was someone midst the ruins, and said someone was clearly in trouble. Meve ordered her men to find the unfortunate soul. They returned moments later, leading a dwarf whose teeth chattered. They had found him in a ruined building where he'd sought shelter from ghouls. Judging by his appearance, the dwarf had spent the better part of a week there. Marco Vidmar, they call me, he said, patting down unkempt hair that seemed to reach in all directions. I came here seeking a family heirloom, lost in the tremors and the chaos they caused. I ken the chamber where it ought to be, but, well, beasts made their lair there. I cannot drive them off on my own. But bold warriors like you ought to cut them down in a jiffy. So, will you help? Das klingt schon sehr nach einer Falle, ehrlich gesagt. Okay, alle 2 Minuten kannst du noch was schreiben. Aber dann soll es funktionieren, ja? Ja, wir helfen ihm natürlich. Auch wenn das eine Falle ist. I too have lost my home, estate, said the Queen. So I understand well what you feel. I shall help you recover your heirloom. Call it a whim. Mirko Vidmar's face lit up. Though he'd spent a week besieged and eating stale biscuits, and though there was a hoarfrost in his beard, he quickly trotted to the front of the column and led the Lyrian soldiers to the underground chamber. As promised, beasts awaited there. Naja, und dann kann man auf dem Discord Ultra Rare Reward. What? Auf dem Discord kann man auf jeden Fall dann alle 20 Stunden einmal ein Pokedeli eingeben. Es ist eine Rundenschlacht. Wenn man eine Karte ausgespielt, kann sie von dieser Karte angegriffen werden. Erleidet eine angegriffene Karte Schaden, was sie auf ihre ursprüngliche Position. Von dieser Karte kann sie angegriffen werden. Was? Was? Naja, gut. Ja, nehmen wir so. Machen wir so. The ruins. From there they come. Drive them back. Wie kannst du denn von der Karte angegriffen werden, die keinen Angriff hat?
Na gut. Schauen wir mal. Got any victuals? Hungry like a wolf, I am. Ah? Okay, wenn die Schaden erleidet, dann schiebe sie zurück. Angegriffen werden ist ein Übersetzungsfehler, oder? Okay. Das heißt, die wird übernommen und auf die andere Seite geholt. Okay. Dann spielen wir mal die aus. Passiert das jetzt mit jeder Karte? Das ist ja ein bisschen nervig so. Ja, mit jeder einzelnen. Aber wenn ich da Feuer lege, ist das kein Problem. Dann kriege ich die Karten wieder zurück. Muss ich aber erstmal Feuer verlegen. Blitzeinheiten sind kein Feuer. Ist nicht, zählt nicht darunter. Ich muss Karten ziehen auf jeden Fall. Das könnte problematisch werden tatsächlich. Wenn der jetzt rüber geht, dann zieht er ja Karten. Damit kriege ich die alle wieder zurück. Okay, also nächste Runde den anderen. Ja. Das wird schön. Hoffentlich. Vielleicht hat er keinen Platz mehr, muss er passen, oder? Wenn das... Was? Halbiert die Stärke von 3. Wie fies. Don't buy this. Warum wird die jetzt nicht rübergeholt? Okay. Also es kann passieren. Und ist das bei mir bis jetzt immer passiert. Und ich habe nicht aufgepasst. Ja, so kann man auch Pokébälle sparen. Zurück mit euch. Das ziehen wir jetzt nächste Runde zu... Ja. One man's battlefield is another man's ripe patch for harvest. Kannst du mal wieder zurückkommen, bitte? Es geht ja nach rechts, ne? Ja, komm. Ja, da soll er nicht hin. Oh, das ist ja dämlich. Oh, nö. Wobei, das kann ich jetzt... Ja, mach mal so. Auch schön. Wird, jetzt kann ich ja nichts mehr zu ihm rüber schieben, richtig? Spielen wir jetzt den. Kann nicht passieren, Dankeschön. Nächste Runde. Der sich hochboostet, ne? Das darf nicht sein. Ist gut. Schatz vom Friedhof. Ne, Friedhof. Friedhof ist da. Ja. Ja. Geht das denn? Das würde mir das zu sehr zumüllen. Das geht, ja. Mach mal. Klingt gut. Wenn ich jetzt gleich passe, habe ich gewonnen? Ich glaube nicht, tatsächlich. Kommt noch eine Karte dazu. Wäre halt gut gewesen, wenn ich die jetzt gemacht hätte, ne? Da bessern sich halt alle um einen. Army's a waste of time for one like me. Ich mach einen Schaden. Da dran, ja. Sehr schön. Ich mache immer noch 2 nur.
Kann ja auch gar nicht mehr so viele aus dem Deck holen, ne? Vor den Neckern. Mache ich sogar 3 schon. Ist ihm das besser? So. Zerstören. Ohne dass ich hier Feuer habe sogar. Okay. Reicht. Let's get a move on before any others show up. As soon as the fight was done, Mirko Vidmar ran towards a crate that stood on a pedestal, slipping on the now bloody floor. When the dwarf lifted the lid, precious stones spilled out. Your heirloom? This? Asked the queen, rather puzzled. I thought a pipe that belonged to your grandfather more likely. Goldener Schaum. Noch mehr Bierkram. Seems to me Brother Mirko wasn't wholly candid with us. This here's no heirloom, no family souvenir. It's the treasure trove of Clan Vidmar. We thought it gone for good. Pressed for the truth, Mirko admitted no family sentiment had prompted this expedition. The dwarf had planned to leave Mahakam and start a new life among humans. Yet he did not wish to do so without sizable capital. I can't stand to stay here a moment longer. The days, all of them, they're identical. Rise with the first cockscrow, march in double file to the latrine, crap on command, 12 hours down the shaft and home to sleep. Mirko complained. Want a wifey? Put in an application, in triplicate. Care to snip your beard? Elders got to approve it. You want to add buttermilk, not cream, to your mushroom soup? Clan council's got to debate it. How's a dwarf not to get balmy? I understand the lad, no two ways about it. Gabor sighed. But I feel it's my duty to remind yous that what Mirko's going and doing here, well, there are laws. Treasure's due the Elder-in-Chief, not to Mirko, that's one. Second, any dwarf that wants to leave Mahakam can't take nothing but his breeches, his dixie, and his coat. So, brief like, consider well afore you make your decision, Your Grace. Schatz jetzt behalten müssen wir nicht machen, auf jeden Fall. Ja, also, wir bringen den Schatz zurück. I sympathize, Mirko. Said Meve. But I'm a crowned head. I must decline. National interest requires I show the greatest possible care for my relations with Elder-in-Chief Hugh. Yet in aiding you, I could sour those greatly. I shall return the treasure to him. I must. Ehrlich gesagt, ist mir egal. Mirko Vidmar swore under his breath, then jostled his way through the Lyrian infantry and into the mountains, towards human lands. Ehrlich gesagt ist mir egal, ob ich jetzt Brother Hook einen Gefallen damit tue. Aber das sind immer die Gesetze des Landes. Oder? Das würde halt seinem Clanchef gehören und nicht ihm. Das ist ja Diebstahl. Dafür kriegen die ja auch Essen und sowas alles von dem Clan, so wie wir schon erfahren haben. Also der versorgt einen ja, der Clan, mit allem. Irgendwo muss das ja auch herkommen, ne? Wenn das hier ein eher untergegangener Clan ist. So, was haben wir jetzt? Goldener Schaum oder sowas? Was kann das? Verbessere alle verbündeten Einheiten in einer Reihe um 4. Das ist nicht so viel, ehrlich gesagt. Weil das lyrische Horn ist alle um 2. Alle. Loot. Ah ja. Sieh die 5 Karten aus dem Deck an, spiele 2 und verwirf die übrigen. Interessant animiert hier. Nicht. Noch was? Was ist los? Das habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Noch irgendwas Neues? Ach, hier.
Mal ganz kurz gucken. Die Alchemisten konnten wir noch verbessern, ne? Sind die dann gut genug? Ich glaube, der Streuner-Eindringling kann sehr gut sein. Links von ihr. Was ist denn der Unterschied beim Alchemisten? Das ist einfach nur, dass er 10 Angriff hat. Also 10 Stärke. Jetzt die Stärke. Auf die Einheit links von ihr. Ja, nö. Nö, das ist so. Ich weiß nicht. Ich hätte mehr für so einen Zauber gedacht. Das muss nicht unbedingt also hier so ein Typ sein. The Lyrians rode a narrow, winding path along the rocky ridge. To one side were ice-covered boulders, to the other, a chasm hundreds of feet deep. They could have at least erected some barriers, complained Gascon, knocking snow from his cap. Got plans for that? Gabor said. Just need to decide how high to make them. What? Think. Should they be the height of your average dwarf or a human? The debate's gone on for 20 years. What? On the one hand, you've got 20 Jahre. Gabor did not finish his discursion. He was interrupted by the Baba Ghazi that jumped down from the rocks. Ein was? Shoot! Aim for underbelly! Meve's soldiers made quick work of the lone monster. But the sound of battle spooked the horses harnessed to one of her wagons. Whoa there! Whoa, damn it! Und er bekommt Eifer dazu, der Alchemist. Oh, gut, dass du es sagst. Ich hab's nicht gesehen. The driver tried to rein in the animals, but could not. They dragged him into the chasm along with his cart and the soldiers riding in it. They landed a few dozen feet below on a rocky outcropping. A moment later, Baba Ghazis swarmed everywhere. Eifer ist, dass der seine Fähigkeit direkt einsetzen kann. Ich glaube, davor hat er das, wenn du es ausspielst, ne? Aber wenn es eine Fähigkeit ist, die du erneuern kannst mit Ladungen, ist auch cool. Did you see how they fared? Anyone left alive? Asked Meve, leaning over the cliff edge. Worry more about their cargo. Gascon replied. They were also carrying chests of gold. Oh no. We can't get down there. Too steep and the snow keeps falling. We can lower ourselves down a line. But without armor, shields, or heavy weapons, otherwise it will snap. And the Baba Ghazis? The queen said, brow raised. We shan't kill them with daggers. They're too thick of armor. We'll have to try. Or continue on our way. Rätselkampf, ja? You only live once. Meve sighed. Gascon, round up some Hat sie gerade wirklich YOLO gesagt? Moments later, the queen was lowering herself down a line straight towards the gaping So schöne maw of Artworks, Baba ey. Ghazi. Ja, Her so schöne, only armor, so schön a gezeichnet. woolen shirt. Cool. YOLO! Eine Runde nur. Das sollte ich mir... Mies Eltern hatten sich lange geweigert, ihre hochwohlgeborene Tochter im Schwertkampf unterweisen zu lassen. Also hatte die Tochter heimlich und ohne Rüstung einem Küchenmesser die Bewegung geübt, die sie bei Ritterturnieren beobachtet hatte. Jetzt irgendeine vernünftige Ausrüstung erwiesen sich diese Kindheitsübungen als unerwartet nützlich. Optional tötet die Baba Ghazi. Baba Ghazi. YOLO. Du nicht. Fräßiger. Hat diese Einheit seit dem letzten Zug keinen Schaden erlitten, verschiebe sie jeden Zug zu Beginn des Zuges alle Einheiten in der Reihe der gefallenen Soldaten in ihre Reihe. Nee, auf die andere Seite. Wenn ich ihr keinen Schaden mache jede Runde. Ich brauche auf jeden Fall Feuer. Gibt dieser Einheit jeden Zug zu Beginn des Zuges Einladung, wenn sich die Einheit rechts von ihr befindet. Ferne, andernfalls... Zählt das als Einheit? Weiß ich nicht. Entferne andernfalls Einladung von dieser Einheit. Sammelt diese Einheit 5 Ladungen, gewinnt Meve den Kampf. Fällt die Einheit jedoch auf 0, verliert Meve den Kampf. Ja, nein. Ich brauche etwas, was Schaden macht. Nee. Das sieht nicht so gut aus. Careful! No one try to be a hero! Doch.
Wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann sind die beide beschädigt und fressen nicht. Das heißt, ich kann... Ja, machen wir den hier. Nicht das, was ich erwartet habe. Yep. Eisige Kälte? Oh, wie gemein. Diese Runde haben wir das hier. Jetzt beide beschädigt, alles cool. Wir ziehen eine Karte. Nicht das, was ich erwartet habe. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Die Schwächsteneinheit ist gut eigentlich. Das ist sogar sehr gut. Brauchen wir hier nicht. Ist ja noch nicht beschädigt, die Runde, ne? Der Gegner. Kann die Runde noch nicht angreifen. Ach ja. Na gut, dann... Beide sind getroffen. Sehr gut. Got any victuals? Hungry like a wolf I am. Ja, wir haben gleich gewonnen. Easy. Oh, that was close. Das war ziemlich easy. Weil ich die Fähigkeit wahrscheinlich habe, jede Runde einen Schaden zu machen. Und diese Schützen da Bereft of sword von and Start an. shield, Meve could not withstand a single blow. She thus danced atop the frozen snow, deftly dodging the Barbegazi's lightning-fast strikes, while delivering but a few well-aimed hits of her own, to their eyes, ears, and gaping jaws. When the last monster fell lifeless to the ground, Meve walked up to the shattered wagon. The soldiers it had carried were bruised, frostbitten, but alive. Your Grace, we were sure you'd leave us. A good ruler never abandons her folk. Na, positive Moral? Gascon interjected, while securing a rope to a chest. Soon enough, all were safely back on the path. The admiration Meve saw in her soldiers' eyes was in itself sufficient reward for her difficult battle. Ah, schön. Ist hier noch Loot? Da sind die runtergefallen. Ja. Nix Loot. Ich glaube, wir haben alles gefunden hinter uns, ne? Ach, hier ist ja noch ein Stück. Hier sind ja noch 2 Dörfer, irgendwie hier was. Ich denke immer, wir sind gleich da, aber nee, noch nicht. Ich kann noch mal ganz kurz gucken. Also. Der Alchemist hat, wenn du ihn einsetzt, setzt die Stärke der Einheit auf die Stärke der links von ihm. Also wenn ich ihn ausspiele. Der hier ist aber, das ist ein Befehl. Das heißt, Befehle kann man auch nochmal aufladen dann mit anderen Karten. Die Stärke einer Einheit auf die Einheit links von ihr. Also man kann auch noch auswählen, wann man das benutzt. Aber es hat auch Eifer, dass du es direkt die erste Runde auch nutzen kannst. Das ist schon besser, ja. Kostet aber 3000. Und ich finde die anderen Sachen... geht so. Ich würde lieber Wagenburg Plus nehmen wahrscheinlich. 3500 Holz. Arethusa-Adeptin. Arethusa-Adeptin ist ziemlich gut, wenn wir diese Armbrustschützen da haben, mit denen wir immer starten. Weil die werden sofort ausgespielt. Das heißt, wir können... Also wir spielen sie aus, benutzen das auf einen Armbrustschützen und dann haben wir auf einmal 4 Armbrustschützen, also 2 auf dem Feld. Oh. Jetzt. Ja. Die auf jeden Fall nicht. Weiß nicht. Das ist auch Eifer und Befehl anstatt... Also hier bei dem Streuner-Schleuderer ist auch Einsatz hier. Hier ist es Eifer und Befehl. Also kann ich dann auch noch suchen. Ja, weiß ich nicht. So viele Dinge, Ich werde auf jeden Fall... Wo ist das? Hier, das da noch machen. Das kostet 4000 Holz. Dann haben 2 Rüstungen anstatt einem. Auch schon schön. Und wahrscheinlich auf die Wagenburg Plus gehen, damit die auch mit mehr Rüstung direkt spawnen. Das heißt, die können direkt, wenn sie ausgespielt werden... Und die haben auch Eifer dann. Oh ja, Eifer. Und wenn ich die ausspiele, ne? Direkt 4 Schaden. In einer Reihe. Ja, es ist schon gut. Bisschen Lurk, Hausarbeit. Jo. Viel Spaß dabei.
fresh snow today. Got a blow before too long, bring a rush down. Oh, cold as up a shile mar's arse. Braving the snow in those mega courts, are ye? Truly. Thought yourselves here for a spell afore moving on. Wir haben Moral plus bekommen, toll. Wir sind schon beim Maximum gewesen. Verdammt. Da muss ich nochmal zurück gleich. Hallo Monster. Rätsel. Der älteste Brotherhook war zwar mit dem Frühjahrsputz fertig, aber es hieß nicht, dass die Passage nun sicher sei. In den eisigen, windgepeitschten Ruinen abseits der Wege trieben sich weiterhin Monster rum, warteten nur auf nichtsahnende Reisende, die sich verlaufen hatten. Tötete sowohl die Waghalsigen als auch die gerissenen Vampire. Lass nicht zu, dass dann auch nur ein weiterer deiner Soldaten angegriffen wird. Jetzt die Fähigkeiten des Anführers ein. Okay, waghalsiger Vampir. Ergreife alle 2 Züge zu Beginn des Zuges die stärkste Einheit in der gegenüberliegenden Reihe und verschiebe sie die am weitesten rechts liegende Position der verbündeten Fernkampfreihe. Finden sich 4 Einheiten in der Zielreihe, verschiebe die verbündete Einheit, die am weitesten links steht, auf die gegnerische Seite. Hä? Okay, gerissener Vampir. Ergreife alle... Ergriffen soll nicht mehr werden. Ergreife alle 2 Züge zu Beginn des Zuges die schwächste Einheit in der gegenüberliegenden Reihe und verschiebe sie dann am weitesten rechts liegende Position in der verbündeten Fernkampfreihe. Hat er gerade gemacht, okay. Wenn sich 4 Einheiten in der Zielreihe, verschiebe die verbündete Einheit, die am weitesten links steht, in die gegnerische Reihe. So, wir müssen den wieder kriegen. Er ist ja, stärkste Einheit. Achso, die hat 8. Die wird verschoben. Das nächste Mal. Die schwächste Einheit. Wie kriege ich die denn stärker? Achso, Loyalität. Was macht meine Loyalität? Verbessere um 4. Ja, verstehe. Wie viel Abklingzeit? 3. Uncool. Ist jetzt die schwächste. So, trotzdem ausspielen. Ja. Die stärkste muss jetzt ja rübergeschoben werden. Ja, haben wir gleich. Und jetzt nochmal die schwächste. Gut. Habe ich nicht gewonnen? Moment. Was? Irgendwas verpasst? Habe ich nicht gewonnen? Okay, gut. Wir verloren. Hä? Wie jetzt? Warum? Hä? Habe ich irgendwas... Töte. Wie soll ich die denn töten? Wie soll ich die töten? Damit. Habe ich nicht beachtet. Okay. Okay. Habe ich... ja, okay. Verstehe. Okay. Ich hab nicht drauf geachtet, dass die Wagenburg einen Angriff hat. Also, stärkste Einheit. Das ist die stärkste. Alles cool. So. Einrüstung. Die schwächste Einheit. Das heißt, ich muss die beiden boosten. Die stärkste Einheit. Jetzt die schwächste Einheit wieder. Das ist die falsche Reihe, oder? So.
soll die jetzt nur töten. Okay. Sehr gut. Das habe ich irgendwie verplant. Schön. Das Arbeiterkomitee hat festgestellt, dass sich beim widerlichen Gestank in der Goldmine vom Felsenpass kein Weg um einen Furz von Walter oder sonst wem handelt, sondern dass dieser von Methandämpfen verursacht wird. Beachtet daher bitte Folgendes. Betretet auf gar keinen Fall die Mine, wo sich der Gestank verzogen hat. Kein offenes Feuer innerhalb von 30 Schritt um den Mineneingang. Entschuldigt euch bei Walter für etwaige Unannehmlichkeiten. Huhuha. Huhuha. Wie lange die sich wohl darauf einigen mussten, dass jeder Brief mit Huhuha endet. Muss irgendwo hochgehen, da. Das ist ein Rätsel. Was könnte der wollen? Irgendwie essen oder sowas. Irgendwie sowas bestimmt. Das ist so Taverne, nehme ich an. Zum Steinofen. Angesichts des stärker werdenden Schneesturms machte Meve in der Herberge zum Steinofen Rast. Dort wartet sie auf besseres Wetter und vertreibt sich die Zeit mit einer Runde Gwent gegen den Wirt. Wie sich zeigt, spielen die Bewohner von Mahakam nach anderen Regeln als die Menschen im Flachland. Störe die ansässigen Helden von Steinhof. Jagd Steinsuppe. Einheiten, deren Rüstung auf Null fällt, werden zerstört. Zu jedem Zug eine Karte. Das ist... ich habe eben das... ich habe eben das Logo bemerkt. Das ist ja lustig. Das Logo vorne an der Taverne ist das... ist das von Hearthstone gewesen, glaube ich. Lustig. Oh Mann. Keine Fähigkeit. Goldener Drache, Mana kosten 1. Zieh eine Karte. Was? Befehl. Füge entweder dem gegnerischen Helden Schadenhöhe der Stärke der goldene Drache zu oder zwinge golden Drachen eine gegnerische Einheit dazu, sich gegenseitig Schadenhöhe der Stärke zuzufügen. Also die haben jetzt Angriff und Verteidigung, ne? Also Leben und Angriff. Cool. Professor Schockwelle. Papagei Feldmarschall. Mana kosten. Ja, ist Hearthstone einfach. Die haben mir Hearthstone eingebaut. Das ist ja lustig irgendwie. Einsatz füge entweder, also Befehl ist immer das. Leider diese Einheit Schaden und überlebe, generiere eine einfache Kopie. Das ist grimmiger Gast, ne? Eigentlich. Ja. Sylvanischer Briesengänger. Füge entweder dem gegnerischen Helden Schaden in Höhe der... Ja, Todeswunsch, ergreife einen Sylvanas. Das ist Sylvanas Fähigkeit. Sehr gut. Warnung, Sprengkugeln können explodieren. Sprengkugeln? Generiere 2 Sprengkugeln, ja. Das ist Professor Boom. Das ist ja super. Also ein paar der bekannteren Karten haben wir einfach mit drin gemacht. Gefrorener Riese. Einsatz. Verbessere diese Einheit, um die auf dem Helden auf deiner Schlachtfeldseite eine Schadensmenge. Also je mehr, ja. Gefrorener Riese mächtig. Plötze der Pirat. Füge entweder dem gegnerischen Netz. Wenn immer ein Pirat ausgespielt wird, rufe diese Einheit aus dem Deck herbei. Oh, ja, auch eine bekannte Hearthstone-Karte. Hier einen Piraten aus dem Deck. Aber ich... Ich kann entweder Plötze oder das hier spielen. Ah, so viel zu lesen an Regeln. Mana weg. Großmeerschiffsjunge. 2 Mana. Den töten? Ich hoffe nicht. Yes. Achso, jetzt kann ich angreifen. Nochmal Silvanas, das ist gut. Das Ding hat einfach nur Schaden, ganz normal. Mana kosten 3, 4. Ein wildes Kamehapс ist erschienen. Her damit. Meins. Oh, got a bad case of rower's back.
Sehr großes Irrlicht. Okay. Wenn ich jetzt damit angreife, kann ich das super wegtraden, ne? Ah, okay. Cool. Der bessere. Also es hat dann 7, 8, ja? Das ist ziemlich mächtig für 3 Mana, würde ich behaupten. Das ist auch gut, glaube ich. 1 Mana haben wir noch für Plötze. Aber wir können trotzdem nur eine Karte spielen. Bleibt die jetzt? Habe ich jetzt 5? Hier, okay. Oh, ich bin schon ziemlich low. Ich hab hier. Oh ja, aber den. 17 ist gut. Füge jeden Zug am Ende des Zuges einer zufällig ausgewählten Einheit 8 Schaden zu. 5. Machen wir noch nicht. Okay. Wird schon. Ich hoffe, nicht der gefrorene Riese. Das wäre uncool. 5 Mana. Wenn ich das jetzt mache, ist der leider weg. Na ja, gut. Nee, Quatsch. Der hier. Okay. Das ist das Beste, was ich machen kann, richtig? Ich weiß halt nicht, was die Sprengkugel genau machen. Ja, aber nochmal, also, das ist ja, was ich machen kann, denke ich. Was kannst du überhaupt? Kräftigste Einheit für jeden, verbündete Einheit um 1, ja. Wird schon. Gleich Savannah spielen. Ich finde das sehr lustig irgendwie. Ist das hier. Lass mal den spielen. Mal gucken, was die Kugeln können. Füge dem gegnerischen Helden zufällig 1 bis 4 Schaden zu. Okay. Na gut, dann haben wir gewonnen, ja. Yay. Cool. Kann ich das nochmal spielen? Schneesturm. Blizzard habe ich bekommen. Ja, geil. Können wir das nochmal spielen? Mal hier, da ist das Hearthstone, der Kringel. Angedeutet zumindest. Eine sehr, sehr coole Idee. Ja, Zwerg macht sogar die gleichen Sachen. Ja, schön. So, was kann denn hier, welche Karte war's? Die hier, Blizzard. Generiere 2 zufällig ausgewählte Schätze und spiele sie. Ja. What? Oh, das klingt sehr gut. Zufällig. Ja, ist ja egal. Also Schätze, 2 davon. Zum Preis von einem. Dafür, dass sie zufällig sind. Aber ich glaube, das ist schon sehr gut. Nochmal bitte. Na 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 na. Hey. Schön. Loot. Was mit denen? Mal jetzt den Kringel laufen hier, ja? Tal der Vorfahren.
Lieber Sohn, wenn du die Familiendorf geöffnet hast, kann das nur eins bedeuten. Kann das nur bedeuten, dass dein Vater verstorben ist und an meiner Seite ruht. Gräme dich aber nicht zu sehr, denn so spielt das Leben nun mal. Früher wie heute. Du bist nun das Oberhaupt der Familie. Das ist keine einfache Aufgabe, aber verzage nicht. Ich habe für diesen Tag eine erklägliche Summe bereitgelegt. Findest du dort, wo wir uns früher immer die Sonnenuntergänge angesehen haben? Möge ich so lange strahlende Zukunft haben. Deine dich liebende Mutter, Varvarka. Was? Okay. Wo ist denn der Berg? Da ist der Berg. Hier also? Ich wüsste jetzt nichts anderes, was so ähnlich aussieht. Ja, hier schon, ne? Also das ist der Berg hier. Ist dann hier. Vielleicht. Da? Ne, warte, wir machen erstmal das hier, bevor wir uns da hinbegeben. Meve now witnessed a sorry sight. A mass funeral for miners killed due to a tragic convergence of events. Their lead caskets lay upon the snow, wreaths of hop cones laid upon them in turn. The mourners waited for the diggers to finish. The digging was tough, for the ground was frozen. As the crunch and thud of picks and shovels continued, the dead miner's foreman scrambled onto a boulder to make a speech. Angry shouts and loud booing stopped him. Also er ist schuld daran, was passiert ist. Der Vorarbeiter. Bleisärge und Hopfen drauf. Aha. You knew it! You knew they'd smell vapors, but you ordered them to keep digging till it blew up in their faces! Meet the daily quota whatever the cost, eh? You've blood on your mitts, whoreson! A mourner then picked up a chunk of frozen ground and threw it at the foreman. Blood spurted from the gash that appeared on his forehead. The first dirt chunk was followed by another, then by a rock, a brick. Meve realized that if she did not intervene, the foreman stood to be stoned to death. Ja, der hätte ja auch einfach jetzt nicht sich dahinstellen können und noch irgendeinen Scheiß sagen wollen. Ja. Something had to be done quickly. Meve saw this clearly. She spurred her mount and rode into the cemetery, pushing through the throng, then stopping before the foreman, the horse shielding him from further blows. Calm yourselves! Silence! His guilt cannot be decided here. It must! Before Meve could finish her plea, a large rock thrown from the crowd struck her bosom, nearly knocking her from her saddle. Upon seeing this, her Lyrian escort lowered spears and drew swords and rushed at the angry mourners. Kino Kren! Isbel cried out. Her hands began to radiate a fierce light that blinded both dwarves and Lyrians alike. Have you lost your minds, all of you together? Not had your fill of misfortune yet? Lower your arms at once. Cool. Whether the power of Isbel's magic or the force of her appeal had the greater effect is difficult to say for certain. Either way, both sides suddenly lost the desire to fight. Meve breathed a sigh of relief, aware that if not for Isbel's intervention, a great amount of blood would have been spilled at that cemetery. Also wenn wir sie nicht in der Party hätten, ne? Cool. Knew there'd be a stink cause of this. Knew there'd be a stink cause of this. Das war's im Prinzip. Oh. Mehr war's nicht. Also wir hätten jetzt einen Kampf gehabt, wenn sie nicht dabei gewesen wäre anscheinend. Okay, dann gehen wir jetzt einmal ganz kurz... Nee. Hier hin, ne? Berg, hier. Ich denke... Ja. Schauen wir mal. Wir können hier nochmal reingucken. Ja, es sieht schon anders aus, ne? Berg im Hintergrund, Berg da. Berg im Hintergrund. Das ist es nicht. Eher hier so. Oder?
Bin mir nicht sicher. Wird ja nicht allzu weit weg sein, nehme ich an. Wenn wir das hier gefunden haben, wird das schon noch in der Nähe sein. Wahrscheinlich kommen wir daran eh vorbei. Aber ich gehe trotzdem einmal runter. Da jetzt irgendwo ein Schäufelchen erscheint. Wahrscheinlich nicht. Ne. Ich meine, hier kann man ja auch nicht den Sonnenaufgang sehen, wenn hier die ganze Zeit so ein Schneesturm wütet, ne? Ja, das. Yay, ein Kampf. Plötzlich zerriss ein markerschütternder Schrei die Stille. Ehe jemand sich besinnen konnte, stieß eine riesige Kreatur aus den Lüften nieder, packte einen unseligen Infanteristen. Sein Blut besprenkelte den Schnee und hinterließ eine rote Spur zum Nest der Bestien. Das Ding schon wieder. Das ist das, was immer 3 Verbündete absorbiert irgendwie. Nicht wahr? Generiere zu Beginn der Runde ein Harpienei. Ne? Also rechts und links. Zehre nach 4 Zügen zu Beginn des Zuges die schwächste Einheit auf dem Feld. Also eine Harpie wahrscheinlich. Sind gute Einheiten, aber auch gut. Karten ziehen ist schon sehr sexy. Ich hätte aber lieber Feuer tatsächlich. Karten ziehen ist sehr sexy, ja. Ist kein verkürzter Kampf, ne? Auch noch drauf achten. Das heißt, wir spielen jetzt die beiden. Dann muss das aber auch 4 Runden gehen, das erste Ding hier. Wird schon. Sod it all. 2 Schätze? Zufall? Ja, ne? So, was passiert jetzt? Was haben wir? Füge einer 10 Schadens. Überlebt sie, dann verbessere sie um 25. Das kriegen wir nicht hin. Nehmen wir den hier. Töten wir den halt. Und Krähenauge. Verschiebe 6 zufällig gewählte gegnerische Einheiten in die andere Reihe. Füge ihnen 2 Schaden zu. Das ist nicht gut. Okay, na gut. War jetzt nicht so schlecht, aber... So. 2 Blitzeinheiten, ne? Das könnte eine sein. Ja, doch, mach mal. Sensenkämpfer und... Oh, ist okay. Eine Runde müssen wir eh noch. Ja. Läuft. Er hat mehr als ich. Ach Mann. Wenn ich jetzt anfange zu schießen, nicht mehr lang. Fangen wir mal mit der Fähigkeit an. Auch schön. Ah, den falschen. Ja, noch eine Harpie gemacht. So. Dann sollte er jetzt passen, hoffentlich, weil er einsieht, dass er nicht mehr hoch genug kommt. Ja, nein. Was? Oha. Na gut, dann machen wir eine Combo hier. Mit dem dann gleich. Jo. Er hat gepasst. Easy.
Warte, ich brauche nur ganz wenig Schaden. Ich kann einfach den hier drücken, ne? Muss das hier gar nicht nutzen. Egal, welche Karte ich spiele eigentlich. Ja. Can use this. Not sure what yet, but... Gut. Eine Runde gewonnen. Immer noch den Kartenvorteil. Krebskorps. Diesmal nicht verpassen. Ja. Welche Karte wollen wir nicht? Nimm mal den raus. Ja, lassen wir das mal so. Wow, Harpieneier. Wow. Die beiden müssen raus. Ja. Left, right, left, right. Wenn er eine Mechanik hätte, dass jedes Mal, wenn irgendeins seiner Dinger stirbt, er mir Schaden machen würde, dann wäre sein Deck richtig gut. Aber hat er nicht. Again and again and again. Ah, verdammt. Ich muss die Fahne essen lassen. Schade. Nein, ich bin dumm. Oh, stimmt. Das ist ja nicht sofort. Das heißt, ich kann da noch was dahinter spielen. Stimmt. Okay. Ja, dahin. I smell a leak. Dahin. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Got any victuals? Yes. 9 Schaden. Uhaha. Die schiebe ich nachher alle rüber, denke ich, hier hin. So, dann erstmal neue Ladung geben auf die beiden. No, they don't hurt. Aye. Should have listened to me old lady. Ja, Feuerchen. You mad? Don't shake that. Okay. Oh, was? Okay. Hab ich auch nichts gegen. Macht 5 Schaden halt. Ah. Okay. Eigentlich, was? Über 200? Das machen wir jetzt mal. Wann kommt so viel Schaden? Wo hab ich denn so viel Schaden erlitten? Das zählt doch nicht die vom gegnerischen Seite, oder? Nee, eigentlich nicht. It's not too late to walk away. Mhm. Ja gut. Soll ich das jetzt so machen? This harvest, we'll be reaping black-clad heads. Können das ja jetzt schon mal machen? Au. Oh, das wird richtig mächtig, ja, die Kombo.
Mhm. So. Jetzt kann ich hier noch Einheiten Schaden machen. Ne, warte, was hätte ich andersrum machen sollen? So eigentlich. Discipline shall bring us victory. Er kann die nicht, also ich habe keine Blitzeinheiten mehr. So, dann. Jetzt die beiden essen. Ne, erstmal machen wir hier das. Und dann gucken wir weiter. Ich mache jetzt 3. Zack. Danach 4. Dann 5. Höhlen zerstören, was da drüben ist. Und dann habe ich 6 zweimal. Ne, einmal nur noch. Aber ist auch okay. Machen wir das da drauf. Jetzt kriege ich es nochmal, warum auch immer, obwohl ich keine... Ich verstehe das manchmal nicht. Jetzt heißt ich den töten können. Kriegt die Abklingzeit einmal reset. Ich weiß nicht warum. Nö, machen wir jetzt das hier. Joa. Ja, 630. Neuer Rekord. Das ist... Ja. Ja. Schön. Ich glaube 26 hatten wir vorher immer, ne? Ich habe jetzt so einen Himbeertee. Das riecht irgendwie wie so Himbeermarmelade, die man vielleicht so über... Riecht so süßlich. Die man vielleicht über irgendwas tut. Über Milchreis tut oder so. Snow crunched under their boots. Cold air stung their lungs, and the wind snapped at their cloaks. Meve wiped sweat from her brow and turned to Reynard. There! By the rocks! We shall... The rest of her words were drowned out by a powerful blast. The entire mountain rumbled with a low, vibrating roar. The sound grew louder, echoing off the rocks, splitting their ears. The Lyrians looked around, disoriented. Few heard Gabor's warning. Dinna just stand there! Get behind a rock! Quick! Hurry! Meve followed the dwarf's gaze and cried out in terror. The snow stuck to the mountainside had started to slide down the slope, sending up mists of icy dust. Before she could react, the white torrent knocked her to her knees, crushing her and smothering her into the ground. All she felt after that was all-encompassing cold and fear. Meve survived. The dwarves who ran to the Lyrians' rescue dug her out of the snow in time. Some of her soldiers were not so lucky. The queen looked at their bodies, blue, frozen. Next to them lay dead horses, demolished wagons. The losses were enormous. Ja, Meve wiped her cheek. Her tears burned her frozen skin. Gabor spoke a while with the leader of the Mahakam guard patrol that had come to their rescue. His face was dour. What? What have you learned? I tell you all in good time. First, you need a warm drink, good victuals. No, Gabor. I need to find out what in blazes happened here. Wir haben über 2000 Holz verloren und sehr viel Geld auch. Und ein paar Truppen. Well, it was an avalanche. Na, natürlich, aber nicht, wahrscheinlich. Of course it was an avalanche. I'm no fool. But what caused it? What was that noise? Signal horns. Ours. What?
So you brought this snow down on us? Dwarves! Well, aye, but, unawares. Mhm. Explain, in brief. See, we clean our mount regularly. The way menfolk shovel snow off their roofs. Otherwise, the whole shebang would come tumbling down on our heads. Aber du solltest davon doch wissen, oder? When snow's gathered deep enough, we blast our horns to cause a controlled avalanche. Then we need to, sweep up a wee bit and the road's safe. All well and good, but why did you decide to clean up right as I was passing through? Wondering that myself. Schedule says next cleaning should have been a week from now. But someone asked the route to be cleared earlier. Aha. Who? Meve, I'll tell you. But first, promise you'll... Who? Hey. Owain ep Clenvok, the Nilfgaardian emissary. Aha. Think it were meant as revenge for attacking their caravan. Weil ich die Karawane angegriffen habe, habe ich jetzt hier Sachen verloren. Interessant. Reynard. Interessant. Wäre das sonst nicht passiert wahrscheinlich? Boah, diese Entscheidung immer. Das sieht... rächt sich natürlich. Wait! I understand you're a wee bit upset, you've every right. But you'll never prove Owain meant you harm. The sly weasel make sure he didn't dirty his own paws. I've no such scruples. I'll find him and kill him. And then? How'd you tell that tale to Bruva? Muss ich nicht. Meve, you're justly torped, but for the love, just this once, let it go. Or you'll leave Mahakam with near a scrap to show for it. Moments later, scouts reported Owain was camped to the north of the accident site. Meve had to decide how much she was willing to risk to get her revenge on the Imperial emissary. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Kann man doch nicht 2000 Holz abnehmen. Und ich glaube auch 2500 Geld. By the Elder's sideburns, I'd no notion anyone was in the Vale. Ja, natürlich. Nilfgaardian said the road was clear. The whoresons. What a mess. I'm so sorry. With all my heart. What a mess. I'm so sorry. With all my heart. Wow, ich krieg 33 zurück. Die schlagen hier Lager. Ich glaube, es hackt. Da muss ich so hin wegen der Schatztruhe. Ja gut, wir gehen erstmal das andere hier ab und kommen dann nochmal darauf zurück. Moral und so. Na, bärtige Lady. Passing the mining settlement of Kolstock, Meve heard the sounds of battle. Hey-ho! Into the fray, lads! Expecting she would see monsters swarming dwarves, the queen set off at a gallop to the rescue. Her braid blew about in the wind like a banner, showing her men in which direction to attack. The dwarves she saw, however, were not engaged in a battle against Shaelmars and Barbagazes. No, they were going at one another. Luckily, no weapons had yet been drawn, but given the dwarves have hands the size of bread loaves, this did not necessarily mean there would be no deaths. Oi, lads! Roared Gabor Zigrin. What's this foolishness? Calm the hell down, damn it! Gabor's intervention proved successful. The dwarves limited themselves to verbal jousting. Meve, who was no stranger to barrack room talk, nonetheless turned crimson at the dwarves' cursing. Piecing together the obscenities, Meve concluded they were debating an old quarrel about the height of a certain mountain, or rather of the twin peaks atop it. One of them lay in the territory of Clan Dahlberg, while the other in the Hoogsland. Each family felt their peak was the highest, all measurements indicating the contrary being total fabrications. Queen? Started Gabor, nervously chewing his moustache. They're asking if you, as yin impartial and a fair-minded wench to boot, wouldn't you wish to settle their idiot squabble once and for all? Als ob ich das ein für alle mal beenden könnte. Meve knew well that this type of age-old quarrel could easily end in bloodshed, so she resolved to help.
Representatives of the two clans gave her a strange mechanism she was to use to measure elevation. All that was left was for the Queen to button her coat up to the neck and scale the Twin Peaks. Aha. Wäre das nicht ganz schön Verschwendung von Zeit? Okay. Na gut. When she and her force had traveled half the way to the first, she heard a long roar that made snow shelves detach and descend. Without waiting for her scouts to return with reports, Meve drew her sword. Kürzester Kampf. Es ist nicht einfach, an einem verschweiten Stein Wehrkampf zu kämpfen. Die Lyrier stützten sich auf ihre Speere, mühten sich nicht ins Rutschen zu kommen und im Schneetreiben genug zu sehen. Die Monster dagegen sprangen mit Leichtigkeit von Fels zu Fels und drohten mit langen Klauen. Ein wildes Meerl ist erschienen und verschwunden. Verdammt. Ich achte da zu selten drauf. Oh Mann. Ja. Warum habe ich das eigentlich immer dabei, wenn ich das fast nie nutze? Ist nur eine Runde lang der Kampf, ne? Mehr Karten sind mehr Karten. Ja, mal so, ja, ist okay. Ja, ups. Die fliegen. Ey, naja. You mad? Don't shake that. Machen wir erstmal zweimal Feuer. Ey. This could hurt. Du kannst zweimal Karten ziehen oder das jetzt machen? Mach mal 2 Schätze. Dimeritium-Fesseln. Deuterium heißt das doch, oder? Dimeritium? Was? Wofür 3 Bronzeseiten aus dem gegnerischen Deck auf deiner Seite herbei und blockiere sie? Ja. Was? Was? Er hat keine Bronzeeinheiten im Deck. Achso. Verbessere alle Kopien einer verbündeten Einheit um 5. Das geht. Nee, das geht nicht. Ja, dann nehmen wir die. Dann habe ich jetzt 10 mehr Schaden auf dem Feld, ja. Okay. War jetzt nicht so gut. Ehrlich gesagt, gerade. War noch so ein Wagenburg. Gar nicht gesehen. Das habe ich mir gedacht. Gut, dass ich den Pfadfinder aufgehoben habe. Cursed traders. Herzgreif ist ziemlich gut. Wenn ich die Karte haben könnte, würde ich sie nehmen. Sod it all. Noch mehr Karten ziehen. Ey, nu. Beherrscht euch mal. Wilder Bär. Got any victuals? Hungry like a wolf, I am. Na komm, mach mal den. Auch nicht schlecht. Oh, eine Karte ziehen. Again and again and again. Okay, wir haben gewonnen. Ja. Sehr schön. Wow, wir könnten noch richtig gut boosten.
Take those measurements and let's be gone from this place. Okay. Das reicht schon, ja, wenn wir The einen... Lyrians managed to repel the monsters and reach both peaks. Upon each, Meve ordered her men to take the measurements. While waiting, she admired the breathtaking view of the Mahakaman Massif. The dwarven contraption left no room for doubt. The peak within the Dahlberg clan territory was 2 feet higher than that within Hoog territory. Gabor was clearly displeased with the results. Damn it all! I'd hoped you'd prove Brewer's clan was in the right. He'd have been content to see the Dahlbergs knocked down a peg or two, and, possibly, he'd have been more inclined to help you, said the dwarf in frustration. Then, after a pause, he added, Although, only you saw what the device showed, Queen. Perhaps you could, recalibrate the results a wee bit? Nein. Die richtige Messung. To lie would be simple, true, said Meve. Yet to forget the matter would be so much harder. No, Gabor, I shall tell the truth. The Queen's tone made it clear the discussion was over. Gabor let the matter lie, and Meve's force began its descent down the mountainside. Wir haben ehrlich gesagt uns schon ziemlich oft gegen den Bruverhook entschieden, was für ihn gut wäre. Naja. Soll's halt so sein, ne? Hier muss ich hin für den Schatz. Also ich müsste nicht zu Nilfgaardern. Hier ist es. Hier. Genau. Ist wieder irgendein Multiplayer-Ding, ne? Ja. Genau. Spielen wir nicht den Multiplayer. Oh Mann. Schade, schade, Schokolade. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Kartenspiel anfangen würde, dann wäre es eher noch das LOL-Kartenspiel. Ich weiß gar nicht, wie es genau hieß. Das war ziemlich interessant eigentlich. Du kannst da Sachen freischalten und alles. Aber wer hat die Zeit? As soon as Meve announced the results, the Dahlbergs rolled barrels of beer out into the square and began to celebrate. Naturally, the Hoogs were disappointed, yet they accepted Meve's results as final. At last, they had come to trust her. Okay. Dahlbergs are the dwarves we need. Every Hoogs are Dunderheed. Was? Noch was? Dahlbergs are the dwarves we need. Ja, im nächsten Jahr ist das sowieso wieder was anderes, wenn der Schnee dann anders liegt, sozusagen. Ja, dann werden wir den Nilfgaardern dann mal einen Besuch abstatten, hm? Also Vorräte an denen mal wieder ein bisschen aufstocken. There, my lady, whispered one of the scouts. Left of the path. Meve squinted. The Nilfgaardians had taken shelter from the falling snow under a rocky outcropping. The smell of roasting meat wafted from their campfire, and echoes of laughter could be heard. The black-clad soldiers had reason to celebrate. They had just decimated Meve's company without even drawing their weapons. Die werden wahrscheinlich dafür, naja, gerichtet. Vom Bruverhook, nehme ich mal stark an. Aber ich will es selber tun. Auch wenn das irgendwie... Meve's gaze caught something else. A metal container into which the Nilfgaardians tossed bones once they'd been gnawed clean. It looked strangely familiar. Only after a moment did the Queen understand it was an overturned Lyrian helmet dug out of the snowy grave of one of her men. The Horsens. Meve hissed. They'll pay for this. Okay, schön, dass die nochmal extra richtig arschlochmäßig dargestellt werden. Meve! Asking you last time, keep a cool head, whispered Gabor. You want vengeance? I get it. But think of the cost. If so much as a hair gets plucked from Owain's head, Brewer will never forgive you, and you can kiss any hope of aid goodbye. Silence followed, finally to be broken by one of the scouts. Milady, what's the order? Do we attack? Yep. Await my signal. The Queen stepped out from behind the rocks, put a hand to her mouth, and yelled, Owain! Owain at Clenvog! All laughter stopped in the Nilfgaardian camp. Moments later, a sumptuously dressed man stepped in front of the wagons.
He wiped a thick sauce from his lips, then bowed with an exaggerated courtly flourish. Wenn ich jetzt bedenke, dass wenn ich die Karawane nicht angegriffen hätte, hätte ich wahrscheinlich das alles jetzt nicht, oder? Also, das ist schon gut, dass ich es gemacht habe. Interessante Sachen. Vor allem, jetzt redet sie erst mit ihm. Queen, my condolences. That avalanche. Oh, what an unfortunate turn of events. The mountains can be unpredictable. Meve said with a shrug. Accidents can happen at any time. Oh, yes? Even right now. Meve leapt towards the emissary, placed 2 hands on his neck, and hurled him into a rock with all her might. The Nilfgaardian's head slammed against the stone, and his skull crumpled with a sickening crash. He fell to the ground and writhed a few final tremors. Attack! Meve roared. Take no prisoners! Wow. Wie grausam. Die Nilfgaarder beeilten sich, ihre Rüstung und Helme zu finden. Sie hatten auf die Garantie des ältesten Hug vertraut und der Angriff überrumpelte sie völlig. Meve wusste, dass das heilige Zwergenprinzip der Neutralität übertrat. Doch Rache an Owain ab Clan Wook und seinen Leuten war jeden Preis wert. Leere das gegnerische Deck. Eine Runde geht's nur. Das gegnerische Deck leeren. Oh, wir haben vorgefertigte. Okay. Rächerin. Schiebe. Oha. What? Verschiebe diese Einheit jeden Zug zu Beginn des Zuges neben eine zufällig gewählte nilfgaardische Einheit. Zerstöre die nilfgaardische Einheit. Jeden Zug. 29. Wie will der denn so viele? Ruf eine zufällige Einheit. Achso. Meve darf nicht sterben, nehme ich an. Nö, das ist egal. Was spielen wir denn? Den hier. Achso, wir können aber ihre Fähigkeit nicht nutzen. Das heißt, die Ballisten sind nicht so gut. Got sand aplenty. Take no prisoners. Die sind dann auch nicht so gut. Ja, mal gucken. Army's a waste of time for one like me. Sie geht einfach hin und zerstört. Sollen wir denn das Deck leer kriegen? Wir müssen einfach nur lang genug die Züge hinauszögern, denke ich. Cursed traders. Der muss weg, ne? Lass mal das hier ausprobieren. Hey, will ich nicht. Ich darf nicht? Okay. Nö, ich darf einfach nicht. Danke. Für 3 Einheiten 3 Schaden zu. Wenn sie schon vorher beschädigt waren, zerstöre sie stattdessen. Nee, können wir leider nicht. Die hier. Die dürfen wir nicht zerstören. Ist hier eine Kopie. Wirf alle Kopien. Nee. Das will ich gar nicht. Der soll noch weitere Kopien davon machen, oder? Ja, die sind ja eh nicht kaputt. Passt schon. Hier die Bombe. Die hat sie auch Schaden bekommen. Okay. Dann trommeln wir nochmal kräftig. Joa. I only loot corpses, except sometimes they're quite fresh. Ich würde da gern einen Schaden machen. Wir könnten Probleme haben zu gewinnen, weil wir unsere Loyalfähigkeiten nicht haben. Oh oh. I'm a danger. Ah. Ja. Das, ja. Ich meine, sie hat ja auch eine also der Gegner hat ja auch eine 25er Karte auf seiner Hand, auf seiner Seite. Das ist gar nicht gut hier gerade. Was hier passiert.
life is mine now. Das. Nein. Auch die Karte. Ja. You can try to win them all, but you won't. Nächste Runde erst. Verdammt. Die müssen weg. Die machen so viel Schaden. That was not in the spellbooks. Er hat noch 10 Karten. Das könnte auch ganz gut werden. Naja, das spiele ich jetzt mal, bevor es gefressen wird. Was? Nein! Nehmen eine... warum ist die jetzt auf meiner Seite? Das ist nicht gut. Okay, sie geht wieder rüber. Gut. Das muss sein. Zieht jetzt wieder 2. Na? Denkzeit? How did that incantation go? Da. Ja, machen wir erstmal das. There's a time to reap, a time to sow, a time to die. Oh, ich habe noch 3 Runden. Ich hoffe, sie räumt bis dahin noch genug auf. Hit. Ich glaube, ich verliere das. Weil, also die Sensenkämpfer sind halt überhaupt nichts gebrauchen gerade. Weil wir halt keinen Anführer haben. Aye. Ah nein, ich habe schon wieder Pokémon verpasst. Ich bin so unaufmerksam. Verdammt. Notice! All roads lead to Nilfgaard. Müsste ich das Deck gleich nochmal überarbeiten, wenn ich verliere. Should have listened to me old lady. Aber, Order will triumph. It must triumph. Ja. This house. Hab ich verloren, ne? Reaping black-clad heads. Ja, schade. Hey, es ist ja... Oder ich muss mehr Glück haben mit dem Ziehen von Karten. Aber ich mache einfach das Deck anders. Also alles, was nur auf Loyalität fußt. Boah. Die... brauche ich dann auch nicht. Wow. 4 Karten noch. Die andere Sache kann ich lassen, ne? Ja. Schneesturm brauche ich... Ne, warte mal. Schneesturm war das... Ne, alles richtig. Das hier vielleicht? Gascon ist da. Könnte damit starten, ne? Anstatt mit den beiden Schützen. Ja, kann ich. Okay. Wie viele graue Reiter habe ich jetzt? Einen. Boah, reicht. Die könnte ich auch nicht benutzen. Ja gut, wird schon passen. Meve's gaze caught Meve! Await my Queen, Meve. Ja, okay. Die Sensenkämpfer sind halt nicht gut, wenn ich keinen Anführer habe. Vor allem kann ich ja auch nicht auswählen, was ich hier jetzt gezogen habe, ne? Ah, sehr schön. This could hurt. Ja, wird schon passen. Feuer!
Das wird uns so viel helfen. Take no prisoners. Watch your heads! Ah, sehr gut. Mhm. Mal die Zwiebelsuppe, ja, ne? Mhm. Nö. Nö. Alle Einheiten auf den Durchschnitt setzen. Nö, nö. Hm. Hm. Ja, 10 Angriff einfach nur haben oder irgendwas mit 5 einfach boosten können. Nö, 10 Angriff. Nicht so gut leider. Ist aber viel besser jetzt. Die Arbaliste muss weg. Hm. Life is mine now. Und die auch. Hm. Oh, sie wird beschädigt mittlerweile. Hm. Heilung und Stärken. Das muss auf eine meiner Einheiten sein. Okay. Okay. Verbessere alle Kopien. Ja. Ja, die will ich eh gleich eintauschen. Das heißt... Hm. Weiß ich nicht. Da drauf ist okay. Ist okay. Sod it all. Das ist okay. Gut gezogen eigentlich, die beiden. Ich hoffe, es passiert nichts, wenn Meve stirbt. Weil das könnte passieren. Ey, diese Schützen, ne? Wise choice. Hm. Autsch. Diese Schützen, die sind richtig gemein mit dem, wie das Deck aufgebaut ist. Hm. Hm. Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hungry like a wolf I am. Kannst du mal bitte einen von denen töten, Meve? Bitte, bitte. Der macht mir jetzt wieder 8 Schaden. Und er ist noch dran, also er kann noch was ausspielen. Also nochmal 4. Zum Glück nicht den. That was not in the spellbooks. Mhm. Ja. Hm. Bevor der Hund es frisst, ne? So. Dann den dahin. Einmal drücken. Nächste Runde kann ich... Oder ich kann dann später das nochmal drücken und dann verdoppeln. Okay. Bitte stirb. Nein. Ah, läuft gut. Läuft gut. Er dünnt wirklich aus, sein Deck. Kann ich sehen, was da drin ist? Hm. Nein! Ich brauche das noch. Blöder. Okay, danke, Meve. Kann ich in sein Deck gucken. Wir spielen jetzt den... Army's a waste of time for one like me. Mhm. Hat er doch gegessen, den Knochentalisman. Das ist sehr, sehr doof. Hm. Oh, nicht gut. Ja. Make love, not war. Oh, ich habe zu spät den gespielt. Shit. Ja gut, dann heben wir uns den eh nochmal auf. We must trust each other.
Ich hätte auch was anderes als die Fahne nehmen können, ne? Wegen Loyalität und so. Ah ja. Zu spät. Ja! Ja! Don't like this. Okay. Feuer hat's mal wieder geregelt. Meve lebt auch noch. Wobei, wahrscheinlich nicht mehr, wenn das vorbei ist. Ich hoffe... Okay, das macht nichts. All roads lead to Nilfgaard. Order will triumph. It must triumph. Praise be to the great sun! Warum habe ich jetzt... Not have done this. Ja. Oh no. Meve showed no mercy for the Nilfgaardians in Ove Nepklenvog's camp. All would share their leader's fate. And the dwarves? As predicted, they were outraged by Meve's open attack on the Nilfgaardian emissary. Bruva Hoog suddenly called for a council of the clan elders. They debated what to do with the Lyrians for a long time. The elders, outraged the Queen had once again defied their principle of neutrality, levied a punishing financial penalty, and threatened another such incident would result in a lifetime ban from entering the Dwarven Kingdom. Tora. Okay. 500 Strafe. Aber, krieg ich das zurück? Nee. Doch, kriege ich. Na gut. Naja. Wird schon. Die anderen hätten sonst uns irgendwas geben müssen wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal stark an. Was haben wir? Berichte. Midgardsches Dokument. An Owain ab Glenwalk von Adal Ebdahi, der Anführer. Markhams Neutralität muss gewiss respektiert werden. Doch ich bezweifle nicht, dass ihr einen Weg findet, Meve aus dem Weg zu räumen, ohne die Gesetze unseres Freundes zu brechen. Gebirgspässe sind immer gefährliche Gegenden. Muss man dem Schicksal doch nur ein wenig nachhelfen. Lang lebe der Kaiser. Vom Clanrat an Meve. Der Rat hat sich im vom Kodex vorgesehenen Quorum versammelt und beschlossen, euch, Königin, daran zu erinnern, dass ihr hier als Gast weilt. Wir kennen und missbilligen eure Pläne. Der Rat erteilt euch daher eine offizielle Rüge aufgrund eurer Übertretung unserer Gesetze und Bräuche. Weitere Übertretungen werden mit scharfen Konsequenzen bis hin zum Tod durch Fassrollen nach sich ziehen. Ja, gut. Was haben wir hier Neues? Ähm... 4000, ne, und was war das? 3500. Na gut. Okay. 3000, aber Moral ist nach oben, na toll. Hat sich gelohnt. Snotters are frozen solid, and not just those in my beard. Like up my nose too. But once we're neath Carbon, we'll find our way to the tavern, set our arses down by the fire, and sip mugs of mulled wine. Oh, Snotters are frozen solid. Ist hier das Ende der Karte? Wahrscheinlich. Weil hier ist noch mal erstmal ein Fragezeichen noch. Davor. As Meve neared Langbridge, she ordered her bugler to announce her arrival, then retired to her tent to freshen up. Gascon was already inside, awaiting her. I do not seem to recall summoning you. In that case, I must tell you to fret not. Nothing wrong with your memory. I've come with no agenda. Spontaneously, call it, to chat. Then I propose you leave. Just as spontaneously, call it. I must don fresh clothes. I'm to see the Elder soon, and I'd prefer to not smell of horse sweat. Doubt it'd make much difference to him. And be assured, I know what I speak of. When last we met, I found myself standing downwind of him. A pungent experience. My patience is near its end, Gascon. Either state your business, or I shall have the guards escort you out. Not a hint of a sense of humor.
Passt zu ihr. There's something you ought to know. And decidedly before you meet with Bruver. Ja. The sites we cleared of beasts. I ferreted a bit. Noted something peculiar. Any notion what it was? Sie waren alle aufgeschreckt. Ein Seegong ist erschienen. Die waren alle aufgeschreckt, oder was? None. The monumental dwarven architecture, perhaps? Bones, my dear Meve. Dwarven bones. Now, guess what I found on them? Wait, don't dare give me any hints. Bite marks. Of course. After all, they'd been gnawed clean of all flesh by monsters, incidentally making it quite easy to spot other markings. Ones made by axes and swords. To be certain, I showed the bones to our medics, and they confirmed my conclusion. Wie jetzt? Von Äxten und Schwertern? Also es waren... Also wenn das Äxte waren, waren das ja nicht die Nilfgaarder. Das heißt, die Zwerge bekriegen sich untereinander? Meaning what? That the entire clan, the Fuchses... did not perish due to an invasion of beasts from the depths. The monsters merely ate the bodies and occupied empty homes. Now, I shared my discovery with Gabor, and guess what he did? He panicked. He started to squirm, babble nonsense. I wager my right arm, he's hiding something. Overly eager to aid us from the start he was. I might have sent something. I shall have him summoned at once. And I thank you, Gascon. I won't forget this. Dankeschön. Minutes later, Gabor stood before the Queen. At first, he tried to mislead her with evasive answers, but as her pointed questions demolished one clumsy excuse after another, he had to give in. Oi. As King Desmond said after a hefty squirt in his hose, we can't sweep this under the rug. Okay. If you think I welcome jests in this moment, you err. My fingers itch to summon the hangman. Right. So... 'Tis true. I misled you. On our clan elder's orders... Ich habe euch genasführt. Also an der Nase rumgeführt, als ein Wort. So. Interessant. Supposed to make sure you destroyed Burr's Rump and Davor's Abyss thoroughly enough to leave nae a trace. What? Why? What did they wish to hide? They was home to the Fuchses, our mortal enemies. They'd been a-boiling our heinies for ages, thumbing their noses, taking what they want, when they want, and the Elder-in-Chief didn't gie a ploughing whit. So to stop them, our clan, we did the unpardonable. The Ziggurin elders saw their chance and they... Gods. So you were responsible for the deaths of all those dwarves? Me? I didn't raise a finger. Tried to stop them, in fact. No witnesses survived, meaning you must have murdered the entire clan. How? Vergiftet? Nee. Da waren ja Axtwunden und so. Queen, you sure you... Ja. I am. And you should be sure to answer in full, omitting no detail. A few years back, we got pummeled by a horrendous winter. Stone-breaking frosts, whiteout storms, avalanches. Made travelling a painful form of suicide. Hunger drove beasts out of their dens. Pass was covered in the filth. Got to where they paced right outside the walls. Fuchses fought a hard, bloody fight to keep the critters out of Davor's Abyss. Lost near every axe-wielding dwarf they had. Only survivors had to winter at Burr's Rump. Our elders felt such an opportunity wouldn't knock again. After killing the town's meagre guard, they set fire to it and barricaded the gates. They didn't stand a chance. Bastards. How in the world did the truth go undiscovered? Once it were over, our dwarves opened the gates. Before they'd lit their pipes, starving beasts came crawling out of the pass. The stank of dead flesh were strong.
Zigrans who came back from that never were the same. If you'd only gandered their gaze when they had us all take a vow of silence. And then... You invented that blarney about primeval monstrosities the Fuchses had awoken by mining too deep. A riveting tale, and one with a moral to boot. Aye. But the elders worried Brewer would suspect something all the same. That's why they wanted you to destroy all the evidence. So. Repugnant. You claim not to have taken part, but neither did you do anything to stop the massacre. What was I to do exactly? The elders had decided. Nae dwarf would listen to me. You might have informed the Elder-in-Chief. The guilty would have been punished. The guilty? You didn't ken Brewer. He'd punish the whole clan. Women, children, Meve, Queen. I'm begging you. He canna ever learn of this. Aye, I want a hack flame too when I think what the elders done. It's other way it'd bring but more pain and death. Noch mehr. I need to consider what's right. Ja. Meanwhile, Gascon, make sure Gabor remains our guest. Of course. I'll let you know if he so much as rolls his eyes towards an escape route. Oh Mann, der sieht traurig aus. Oh, jetzt wären wir am Ende. Haben alles gemacht hier, denke ich. Ist jetzt hier der Abschlussding? Genau. Wir haben alle auf goldenen Thron gefunden diesmal. Schön. Bevor ich das jetzt mache, gehe ich nochmal ganz kurz kurzes Päuschen und so. Bin gleich wieder da.
So, da sind wir wieder. Machen wir weiter, ne? Bruver stood by the bridge like a statue, arms crossed, eyes squinting. Meve sighed inside. She stood little chance of having a pleasant chat. Elder-in-Chief, sir. No Sharon and Grayson here, lass. Plowing humans. Always out to fix things, always end up cocking them up. Ja. You Alles think you're versaut. due glory, do you? Monster Slayer Meve? Patroness of dwarves? Blast it. What do you think? Why didn't I exterminate those beasts myself, eh? Go on, tell me. For you. For I didn't want to. For something didn't fit, damn it. So I resolved to not destroy their nests and evidence till I learned the truth of who done it. Postponed it all those years expressly. Though your subjects were dying. I dinna need no lectures from the likes of you. Justice must be served. That's worth any price. And I was close. Had leads. Gerechtigkeit muss Genüge getan werden um jeden Preis. Okay, das muss ich mir merken. Gut, wenn ich ihn nachher damit konfrontieren kann, wenn es um meine Vergehen geht. And now it's all gone to hell. You flooded Devor's abyss. You brought Boros rump down on itself. And I'll never ken who killed the Fuchses. Understand? Never! Ja. I would not be so sure. Ja, Sure a bloody what? That you shall never learn the truth. For I learnt it just moments ago. 'Twas the Zigrins who killed the Fuchses. Yep. The Sigrins? But... Hold. Aye, would explain a lot, that. Ah, the snakes, worms, rogues! Why, I'll show 'em. Ja, Unrecht muss bestraft werden. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwelche Leute decken, nur weil ich mir von denen dann Hilfe erhoffe. Alright. Got to admit you've more in that pretty head of yours than I expected, but dinna you start thinking we'll be toasting a new friendship. Ja, gut, dass wir Gascon in der Party haben. Wobei, wie gesagt, ich glaube, den können wir nicht wegschicken, ne? Also, aber ohne den hätten wir es halt nicht rausgefunden. You want our aid? You'll have to answer our questions. My questions. Lots of them. And they're all hard, so dinna you go smiling at me yet. Why, I wouldn't dare. Ja, und dann lächelt sie. Ach ja, schön. Better not. Right. Time we moved on. Bruver set off at a brisk pace, paying Meve nor anyone else heed. The Elder's bodyguards rushed after him. Then came the Lyrian force, and at its end trudged Gabor Zigrin, hands and feet in shackles. Joa, wobei wir die letzten Schlachten nie gezogen haben. Also ist irgendwie... Oh, Schicksal. Schade. Da wurde erst so schön abgegradet, die Karte. Als einziger der Goldkarten. Ja, hätte mich auch auf seine Seite schlagen können, ne? Auf den Langbrücken ist Folgendes strengstens verboten. Stampfen, springen, über das Geländer lehnen, Ruhepausen, Runen in das Geländer stützen. Huhuha. Okay. Ist jetzt... Ja, ich dachte, die Karte wäre jetzt zu Ende, aber ist sie ja eigentlich auch, ne? Wanted to hunt monsters, eh? Mhm. Oh, Elder's furious. Spits flying 10 feet. Let humans neath carbon. Dinna ken if that's wise. Oh, Elder's furious. Spits flying 10 feet. Dwarves demonstrate innovative thinking in many domains. Metallurgy, engineering, architecture. Yet there is one in which they could not be bothered. Naming. For this reason, the bridge that linked the Mahakam Pass with Mount Carbon was simply named Langbridge. Meve learned it was a thoroughly fitting name. Having stopped for a breath halfway across the road suspended over a deep chasm, the Queen could see neither end of the bridge, both concealed by thick clouds. Amazing. So lange, whispered the Queen. I feel as though we traversed the very sky. No. The Queen and her retinue were nearing Mount Carbon when Meve heard a cry. It was Xavier. Hold! Hold!
Meve drew in her reins abruptly. Her mare neighed and reared, lifting the queen above her formation of men. From that height, she saw the last pier of the bridge crumbling. The dwarves at the head of the procession were unable to stop in time and plummeted, screaming into the abyss. What's the meaning of this, gods damn it? Gruver roared. Fetch the engineers! No! Xavier? Der wusste das? Woher? Hat er irgendwie was bemerkt? Bombe oder sowas? The queen was striving to calm her spooked mount when she sensed something swish past her ear. Out of nowhere, a Scoia'tael band had appeared at the rear of the column. Before anyone could react, elven archers had felled the rear guard. The soldiers lay on the bridge's stone surface with arrows in their backs. Meve was trapped. In one direction lay the chasm, in the other, a fierce foe. She had no choice but to stand and fight. Ich habe mein Deck noch nicht wieder normalisiert. Oh. Na gut, aber... Wird schon. Egal. Halt ohne die Loyalitätseinheiten. Ja, doof halt, ne? Scheiße. Wer bist du denn? Generiere 2 Mackerham-Beschützer und verschiebe eine gegnerische Eingang in den Nahkampf. Von der Nahkampf in die Fernkampfreihe. Schiebe eine Einheit, eine Reihe weiter von deinem Gegner weg. Klippe. Wann immer eine Einheit in die Reihe der Klippe verschoben wird, zerstöre sie. Und hätte ich die behalten sollen. Das wird schon passen, ne, du nicht. Okay. Ja, mach mal her, wird schon. Lass mal erstmal gucken. You are mine. We're trapped, Your Grace, but we can try and fight our way through. Zur Klippe? Du anve camest. Warum in die Reihe, bitte? Dankeschön. Dankeschön. Show me the coin or sod off. Think you ballbags can do whatever the devils you please? This is Mahakam! Dankeschön. Hier Schaden. Ja, mach halt mal. Wird schon passen. So. Ja, war klar. Cursed traders. Cool. Trauerreiter gut. I was hoping you'd say that. Elfen, ne? Sortirium fesseln? Ja. Okay. Füge 3 Einheiten 3 Schaden zu. Wenn sie schon voll beschädigt waren, zerstöre sie stattdessen. Ja. Und sie ist weg. Ja, wird schwierig zu gewinnen, ne? Für ihn. Ja. Sehr gut. Eine Falle in die Reihe auch noch spielen. Okay. Die Einheiten von Gascon, die wären gut.
Die zerstört Einheiten, ne? Beschädigte. Oh, Feuerchen. Sehr schön. Kriegen schon mal 2 Schaden und dann Feuer noch und ach, schön. Ja, schade. I shall not fail. Streitwagen ist so, wenn ich halt keinen Platz mehr habe, dann ist das so doof. Left, right, left, right. Könnt ihr nicht die Zwerge angreifen? Oder hier irgendwen von denen? Sie. Sod it. Sod it all. Kann die kaputt machen. Wobei, nö. Der kann jetzt einfach gar nichts machen, wenn er nicht an Feuer stirbt. Ja. Er muss passen. Oh, verborgen. Okay, er muss nicht passen. Got any victuals? Hungry like a wolf for you. Er kann auch was machen? Got business for me? Achso. Elf aus dem Deck rufen. Oh, jetzt hat er gepasst. Again and again and again. Sehr schön. Wobei, jetzt 2 Schaden machen. Schön. So. Die Wagenburg. Ja. I smell a leak. Haben wir schon. Ja. You can try to win them all, but you won't. Burn, Baby. Burn. Hier Schaden, ne? Ja. Jetzt 5. Yeah. Alle Elfen müssen sterben, anscheinend. Wow. Das. Ja, alle Elfen müssen sterben, anscheinend. Ab in die Sonne? Hallo, PK. Schön, dass du da bist. No! Blätterrenner! She must die! Nein, nein, nein. Keine Sonne. Their strength combined, the Lyrians and dwarves managed to defeat the Scoia'tael. The guerrillas had weakened the last span of the bridge, turning the crossing into a deadly trap. Had Xavier, who noticed the weakened structure at the last instant, not called out, all would have fallen into the chasm. The Lyrians managed to capture the unit commander. She stood, her head raised high, and when Meve glared at her, she did not avert her eyes. Sieht schick aus. Ist mit Augenklappe. Krähenauge. Blume, ja. What is your name, elf? Abayeth met a parstwan. Ars. She said, Thank you, Reynard. I know Kannst well mich am what Arsch she lecken. said. Ja, hat sie gesagt. Kiss my ass. Is that truly the best you can muster? So in der Richtung. I'd rather show you exactly what I can muster. Tell them to unbind me. You got your opportunity. On the battlefield. Will you not tell me what they call you? Fine. It's all the same to me. I'm more interested to know how you came to be here. Who's no one? Oops. It was my decision to kill you, and thus avenge Eldain. Was? Er hat uns angegriffen. Do you remember him? The elf whom you denied a burial?
whom you left in an open field to rot. Ah. You've elven blood on your hands. The blood of the elves of the Moulderwood. Der hätte uns sowieso angegriffen, oder? Wer weiß. Nö. Eldane was a criminal. He got what he deserved. Yep. You call him a criminal? What do you call humans who murder our kind in pogroms, who massacre us? What do you call Black Rayla who fought at your side? Ja. Die haben wir entlassen, deswegen. Also ich hätte sie eigentlich gehängt, aber ich hatte nicht die Wahl, sie zu hängen. Do not dare compare us. Do not dare! Enough. I've heard all I wish to hear. But I haven't. Did you fall in your heed, elf, eh? If you want to fight humans, go on and do it. You cannot talk sense to idiots that nae here, damn it. Mahakam is and will be neutral. Hat er jetzt noch ein roteres Gesicht als vorhin? Hm. You cannot be neutral. To Dwan, you are either their foe or their dog. Mahakam has stood aside, sleeping long enough. That is why we struck it in its very heart, as a call to battle. A call to brethren whom you, Elder, have kept from the world too long. I have kept him away. I've been bloody right to do so. You want to play at war, you numpties? You want to force the Pontar to flow upstream? Gang right ahead. Good riddance, I say. Gan kill, gan die if you fancy. But God's damn it, leave us alone. Yeah, I should kill you. With my own hands. I should cut your throat, put you out of your misery. That's what you want, innit? To die? To die a stupid death? Well, I'll not grant you that. Nay, nay, I'll lock you in a tower. Sit there 3 centuries, and you just might grow a brain. Bruva Hoog gazed after the shackled elf as she was led away. Meve expected him to continue fuming, cursing her. But the dwarf stood silent, and his old eyes, half concealed by brows bushy as a forest floor, showed not anger, but the deepest sadness. Dwarven engineers made quick work of repairing the crumbled bridge span. Okay. Kriegen wir ihn jetzt so noch umgestimmt, ja? Auf unsere Seite vielleicht? Ja, Holz. Holz ist gut. Wir haben erstmal noch was Neues bekommen. Nämlich so eine Blume hier. Kriege 6 zufällig gewählte gegnerische Einheiten. Eine andere Reihe und füge ihnen 2 Schaden zu. Joa. Naja. Okay. So, ich wollte mein Deck nochmal, ne? Ja, ich habe ja jetzt gar nicht mehr meine tollen Loyalitätseinheiten drin, die hier. Wir müssen auf jeden Fall die hier rausnehmen. Fand ich generell nicht so geil. Die schon. So, noch was? 30 Karten im Deck. Viel zu viel. Oberste, Können einen davon raus und einen davon. Einen Streitwagen auch. Wagenburg lasse ich aber. Ich denke schon, ja. Weil wir spielen immer Einheiten aus. Und das ist auch ein gutes Ziel für die Gegner tatsächlich, dass wenn ich dazu nicht komme, den AOE-Effekt einzusetzen. Ja. Die beiden bleiben in der Anzahl, die ich sie habe. Die beiden ziehen halt eine Karte. Das ist einfach gut. Um an die nächsten Karten zu kommen. Die wären nicht schlecht. Ja. Die ist jetzt auch schon nicht schlecht, ja. Ein wildes Kikli ist erschienen. Her damit. Warte mal, das könnten wir... Habe ich noch Superbälle oder sowas? Moment. So. Machen das mal so. Warte mal.
Da ist eine Schatztruhe. Wir wollten doch hier noch was machen, ne? Nein. Ja, 3500. Aber das könnten wir uns leisten, wenn wir wollten. Kostet eine Menge. So. Ich hoffe, wir kriegen wirklich später noch Geld zurück. Hier. Dann haben wir die Wagenburg und die Arethusa-Adeptin. Sehr schön. Ja, wir haben neue Karten, danke. Was habe ich denn noch bekommen? Da war doch eine dritte Karte auch noch bei, ne? Das hier. Die Blende. Brauchen wir nicht, ja. Na gut. Das können wir jetzt Runde 1 direkt auswählen. Das ist gut. Look, Mount Carbon. Damn. And I thought Novigrad was big. Boah, hier links, ne? So ein Haufen zum Entzünden für irgendwelche Sachen. So the elves are against us. Against our elder. Treacherous hounds. Sieht so aus. Für Carbonberg. Füße abwischen, den Bart hübsch gemacht. Doch tragt hier bloß nie fremde Tracht. Das Herz des Berges, hör seinen Schlag. Und sei ein Zwerg, der sich zu benehmen vermag. Uha. Truth be told, I supported the Scoia'tael afore. No, I wish every last one of them dead. Dead! Oh. Long-eared bastards. Raising our own saplings against us in rebellion. Sowing unrest. Violence. In the mountains. Eigentlich sind die Scoia'tael bestehen ja auch aus Zwergen. Aber hier anscheinend nicht. Bis jetzt hatte ich noch keine Zwerge unter denen gesehen, ne? The Lyrians stepped inside Mount Carbon's bowels. Meve rode while looking upwards, admiring the intricately carved ceiling, gilded walls, monumental bas-reliefs carved from basalt. Yet this was no time to admire the sights. Bruverhoog had summoned her to speak. Okay. I thank you for your invitation, Elder. My invitation? Choice term, lass. You wangled your way in here. Long I've lived, but ne'er have I seen a wench so stubborn. Schön. With all due respect, do you not feel like a pot conversing with a kettle? True enough. Changes of mind didn't come easy to me, but they do come at times. Aha. Aha. Human wars concern me not at all. For so many they are, who could count them? A year goes by without one wanking king invading another's realm. A dog with scabies is less restless. That's why this morning I aimed to send you off with nothing. Mattered not what the clans were saying. Rivia, Schmivia, who gives a sheep's fart? But that was this morn, before that daft wench and her pups attacked. Huh. Okay. Nilfgaard supports the Scoia'tael, it's common knowledge. Nilfgaard uses them. Well, I'm nae worse, and I choose to use Queen Meve. Okay. Er muss ihm jetzt nicht unbedingt widersprechen, oder? Naja, passt schon. Erzähl erstmal, was du vorhast. So what use would you make of me, if I might ask? You've a plan? Aye, the kind dwarves like best. Simple, but sneaky. Like to give Nilfgaard a warning, you ken. If you're going to rile my dwarves, throw 'em into the Scoia'tael ranks, you'll regret it, aye? But I'd like to issue the warning without declaring war. All clear to you so far? Das ist ein Krieg, ohne dass du Krieg erklärst, ja, ja. So, when you march out of Mahakam, you'll find a company of our foot dwarves waiting out with the gate. Officially, volunteers, enlisting with you against my will. And you're to put them at the fore next time you face Nilfgaard.
Want the Blackclads to break their teeth on our bucklers, get a taste of our axe blades. After that, dare say they'll think twice before they send more Scoia'tael into these hells. I do not... Thank you, Elder. You restore my hope that I shall have my home back in the end. Okay, so ein paar Zwerge nur. Naja, ist okay. Faith can move mountains, aye, but it can't do much about borders. I've watched you close, and must admit you're a plucky lass. That enough for Nilfgaard? Can I be sure? Aber irgendwie scheinen meine ganzen Entscheidungen, die ich jetzt unterwegs getroffen habe, fast gar nichts zu bewirken. Also, ist halt egal. Er hätte das sowieso gemacht wegen dem Angriff jetzt der Scoia'tael. Moment. Wäre der Angriff der Scoia'tael auch passiert, wenn ich... Wenn ich nicht die Leiche da irgendwie zurückgelassen hätte, anstatt zu begraben? Weiß ich nicht. Ja, Fragen über Fragen. We will see. We shall know. Jupp. Freiwilligenkorps. 5. Okay. Das sieht auch nicht so stark aus. 7. Oh. I would like to march at once. Kommt auf die Fähigkeiten So by an. your leave? Nay, not granted. At once? What's that mean? Our laws are clear. Guests are to be sent off with a thundering feast. Even the humans. Bruver, as was Bruver's wont, insisted. So the Queen accepted the invitation, but as was her wont, set a condition. The feast was to last but one night, and not, as was the wont of local custom, an entire week. Okay. All clans were to be represented at the feast, save one, of course, the Zigrins. For they had already learned their punishment. The entire clan was banished from Mahakam. An exception was made for one of their number, for Gabor, who was beheaded before the day was done. Die Zigrins sind jetzt bestimmt auf der Seite der Scoia'tael, wenn wir denen nochmal begegnen, ne? When the sun had retired behind the peaks, the underground city came alive with the sound of bugles, bagpipes, and horns. The dwarves emerged out into the central square and danced exuberantly, sparks kicking up from their hobnail boots. The usually crabby Elder-in-Chief Hoog proved a cordial host that evening. Let's drink, lest our neck shafts grow cobwebs! Suddenly, a messenger arrived. Bruver lifted his copper horn to his ear and listened with furrowed brow. What's that? Speak up! When she saw a sour grin on his face, Meve knew the tidings were not good. Yet she did not suspect they pertained to her directly. Huh? Meve, you expecting anyone? How's that? Runner says a delegation's arrived at Carbon. Frelyria and Rivia. Got a Nilfgaardian escort. Greifen die an? How dare they? Traitors. Who leads it? You'd best sit. Who leads the delegation? Der Sohn? It's your son. Willem, I fear. Ja, darf der hier überhaupt rein? Ist ja Quatsch eigentlich, wenn der das auch dürfte, einfach so. Willem. Mahakam remains neutral as regards all your squabbles. I trust I needn't remind you. So I'll have no scrambling nor shoving, and certainly no bloodshed. Point of fact, I'd prefer it if you... I wish to speak to him. Also ist er jetzt hier in der Nähe. Also an diesem Festabend kann man mit ihm reden, ja? I'd forbid you, but, as I said, never seen a more stubborn wench. Alrighty then, jabber away with him. Just remember, hands to yourself. Meve spotted banners, a Lyrian eagle upon one surrounded by Nilfgaard's black rags. Her hands became fists, showing how helpless she felt. Then her son and rival, Willem, emerged from behind a row of Imperial footmen. My. I should apologize. It seems I missed the coronation. Congratulations, my son. Setzt die Who Krone was it who auf. placed the crown? General Ebdahi? Count Caldwell. Das Wiesel. Ja. Sieht jetzt viel königlicher aus, natürlich. Ah, yes. Our elder statesman. Why have you come here of all places? To acquire arms for Nilfgaard?
As my official mission, yes. Yet unofficially, I wish to speak with you. I trust you've had tidings from the field. Edirn turned to ash and dust. Vizimir murdered Redania in chaos. Foltest forced to strike a pact by his vassals betrayed. Henselt the same. Das kommt mir bekannt vor. Ist das Bärentwitscher 2? Vizimir ermordet. Henselt ebenso. This limerick, will it come to a point? Why, yes. To the same as this war. Mother, I beg you, you must see it. Nilfgaard's victory is inevitable. Surrender now, and I shall show you mercy. For later it'll be too late. Ich glaube, verkennt seine Lage. There will be no later. We shall repel them, drive them south at the points of our pikes. This we, Mother. Who precisely do you mean? You stand alone. Ist das so? Das sollten wir nicht sagen, weil damit würden wir verraten, dass wir... Ja. I prefer to stand alone over standing with Nilfgaard, with the invader, as you do. Ja. Das würde ihm ja verraten, dass mit dem Zwergen, dass das geklappt hat. Mother, in declaring for the Empire, I saved the lives of thousands of our subjects. And in so doing, our honor lost. Weiß ich nicht. Also... War es nicht... egal. Folk who had their huts burned down care deeply about our honor. Is that truly your belief? When I was crowned, a fact you deride, though that makes it no less true, I swore the good of my subjects would guide me. And a war we are doomed to lose cannot in any way benefit them. Ja, das ist eine Fehleinschätzung einfach. And slavery can. You know well the Blackclads put peasants in chains, like cattle. Reprehensible, I agree, but... Aber? And resettlement? Forced labor? Cruel laws that make death the punishment for the slightest offences? Are those benefits? Well, answer me! I see I will not sway you, Mother. A shame, though I take comfort in the fact I tried. And now, adieu. Oh no, I, not you, will decide when this conversation is over. Natürlich. Oh, have we anything else to discuss? Are you perhaps aware that the Nilfgaardians tried to kill me? What? No, I heard only about an avalanche. Ja, was? Which tumbled down through no small effort of an Imperial envoy. Never would I have agreed to such a heinous act. I believe you. I'm heartened that, despite all I believe you because I believe the Nilfgaardians wouldn't ever have asked your opinion. Ja. Oh, guck mal, wie wütend er jetzt aussieht. Think on it, son. Are you their ally or their tool? I am the king of Lyria and Rivia. To serve my subjects' best interests, I am prepared to make even the most painful concessions. Might I leave now? Or is there more? Naturally. How did you know you would find me here? I received Nilfgaardian reports to the effect that you've been seen in the pass. Er wird aber rot. The roses are red and so are your cheeks, my son. As ever when you're caught in a lie. Lyria is 2 weeks' travel hence. Had you received word only once I was here, we'd have been long gone from Mahakam by the time you assembled a force and completed the march. Ja. No. You were forewarned of our intended route. It means I've a traitor in my ranks. Another one. Get out of my sight, villain. And pray we only ever face one another on neutral ground. Haben wir einen Verräter? Ich glaube eher nicht. Wie sollte denn das sein? Eine Voltec ist erschienen. Ist auch Unsinn. Na. Meve struggled inside not to turn and gaze once more at her son. He'd changed since they'd last faced each sagt other. auf. Jetzt erst wach. Direkt was essen. Frühstück? Je. Hoffe, meiner Lieblingszahl geht es gut. Klepp, klepp. Danach spazieren gehen. Furz. Hallo Salad. Na, wie geht's? Oh Mann.
Lecker, lecker Frühstück. Ja, Mann. Kriegst du es gar nicht mehr hin, deine Streamtitel anzupassen, dass man weiß, was du spielst? Das ist irgendwie merkwürdig. Bei dir. Das ist vor allem schade, weil Vampire Survivor hat es, glaube ich, als Retro betitelt. Aber das Spiel geht ziemlich ab auf Twitch. Hättest du das mal einfach reingetan in den Titel. Naja. Und die anderen Sachen stimmten ja auch nicht. Her advisors shot her questioning glances, curious what she had discussed with Bruver. But Meve decided to keep the details to herself. One of them wore a Nilfgaardian lead around his neck. Until she knew who, she would have to remain vigilant. Das ist so ein Quatsch. Wer sollte mich denn da jetzt verraten von den Leuten? Also eher noch der Zwerg, der jetzt geköpft wurde, als... Feasting's done, Reynard. We must consider our next move. I've thought on it, Your Grace. We've strength enough to hit the foe, but still not the numbers to face him in open battle. Nicht? So what do you propose? This war we cannot win alone, nor even with the dwarves at our side. But noch jemand? If we secure a victory, small yet symbolic, we shall show the other realms of the north all is not yet lost. Thus, I propose we attack behind the front lines, somewhere well clear of any major Imperial force. Where would you suggest? I'm considering Angren. To begin with, a thickly wooded marshy land, always helpful in clandestine operations. Secondly, the land strategically important, as it's the chief source of building material for Nilfgaard's fleets. Okay. All too little, I fear. Since we require a victory that would be symbolic, we must strike where it shall hurt. And Angren... Just recently welcomed a new regent, in the person of Count Coldwell. My third argument. Naturally, if Your Majesty wishes, I'm prepared to present alternatives to this. Nö, lass mal Graf Coldwell endlich den Kopf kürzer machen. No need. We march at dawn. Sehr gut. Sehr schön. Meve had toiled, cajoled, persuaded, and gained the dwarves' support. She left Mahakam strengthened, markedly. Even so, the Queen was in a foul mood. For it was clear a traitor, a viper, nested among the Lyrians. Quatsch. Someone who had conveyed the Queen's plans to her foe. From this moment on, Meve would need to weigh every word she uttered, even in the presence of her closest associates. Your Grace, we must plot our course forward. Shall we take the western passage into Angren, or... Not now. When, then? Dawn approaches, yet we know nothing of where... I will not repeat myself. The Queen knew she would learn the traitor's identity in the end. If need be, she would tear the name from the throat of another turncoat, Count Caldwell. Meve drooled at the prospect of seeing Caldwell in chains, then passing him to the hangman. Saddle the horses. I shall take the fore. The time for diplomacy, for preparations and negotiations had gone. Meve was to attack her foe at last, and she could not wait to do so. Also ein neues Kapitel-Ding. Das ist das dritte dann, ne? Die gehen aber ganz schön lang, Jede Map brauche ich mindestens 7 Stunden. At long last, Meve's force reached Angren's marshy woods. Ever been? No? Count yourselves lucky. Are you certain we haven't lost our way? Alas, here there is no way. We continue south, that's all. South meaning the bottom. Should you ever venture there, I offer you this advice. Do your utmost to make no noise. Ooh. Poor soul. His comrades cried out, reached out, but alas, amidst frothing waters they heard bones cracking, the moan of metal bent and crushed. What the bloody hell, what was that? Rather not know, personally. Hold your positions!
Arms at the ready. It was a glusty walk. One of many Valyrians would encounter along their path. But let's not get ahead of ourselves. Ja, At viele Monster last, hier. Meve and her force stood upon the Yaruga's bank. To find and punish the traitor Caldwell, they would have to cross the river. Yet the sole bridge nearby was in Nilfgaard's hands. Okay. Your Majesty, some new reports require your attention. Ja, danke. So, gucken wir uns mal die Karte an. Sumpf. Sumpf, soweit das Auge reicht. Schick gezeichnet. Das war das, was uns angegriffen hat? Müssen wir in der... Sparen. Da ist so eine Elfenruine. Hier ist irgend so eine Festung. Wo ist denn hier das Ziel nachher? Da ist was Wichtiges. Kann ich hier oben? Also da ist eine Sackgasse auf jeden Fall. Wäre nicht unlogisch, wenn man hier das Ganze durchqueren müsste und dann da oben rauskommt. Hier mal gucken. Da ist auf jeden Fall eine Festung. So, gucken wir mal. Wir haben Schriftstücke. Brief von Hauptmann Tobias. Euer Majestät, gewiss habt ihr erfahren, dass Graf Caldwell Kontrolle über Angren erhalten hat. Euer Sohn Willem hat die Chance genutzt, um seine Unabhängigkeit abzusichern. In Abwesenheit General Alp Dahis hat er seine eigenen Dekrete im Rat der Elben durchgesetzt. Es ist nicht mehr an mir zu beurteilen, ob dies nicht nach einem Plan der Invasoren geschieht. Gestern trafen Gesandte aus Temerien und Cedwen ein. Ich fürchte, sie wollen eine Einigung mit Nilfgaard vorschlagen. Auch wenn auch Redanien umfällt, ist der Krieg vorbei und der Gegner triumphiert. Euer Gnaden, der Norden braucht einen Sieg. Ihr müsst wissen, dass euer Kampf von äußerster Bedeutung ist. Wir brauchen euch mehr denn je. Ruberhook. Meve, denkt daran. Die Freiwilligen aus Mahakam sind in jeder Hinsicht gut zu verpflegen. Nicht geizig sein. Ich zahle. Und sieh zu, dass sie sich von deinen Männern fernhalten, so weit es geht. Nicht, dass sie eure deppigen Menschenregeln hinterher noch in die Berge einschleppen. Meine anständigen Zwerge verderben. Ruberhook. Erst, wenn du den Schwarzketten dieselbe Mauseligkeit zeigst wie mir, können sich auf was gefasst machen. Nicht aufgeben. Bericht Angren. Das ist das Gebiet hier, ne? Angren teilweise unter Kontrolle Nilfgaard. Schwarze Truppen halten Schlüsselfestungen und wichtige Transportwege, aber nicht mehr. Sümpfe weiterhin unkartiert und wild. Graf Caldwell regiert Angren anstelle des Kaisers. Kommandiert kleine Truppe bei Burg Tustla, südlich der Sümpfe. Nilfgaardische Truppen überwachen zudem Holzeinschlag für ihre Flotte. Weitere Gefahr durch Monsterangriffe, üble Bestien in Angren-Sümpfen, weit mehr als sonst irgendwo. Okay, gucken wir uns mal die Zwerge an. Hoffentlich können die irgendwas. Die sahen jetzt nicht so stark aus. Von den Werten her. Verschiebe 2 Einheiten mit derselben Stärke in die andere Reihe auf ihrer Seite. Wow. Nee. Wow, der kann ja gar nichts. Also Sachen verschieben, toll. Oh, guck mal hier, der ist aber stärker als... Warum sind die denn 7 und nicht 5? Als die mir gezeigt wurden, waren die 5. Jetzt sind die hier 9. Die Stärke einer Einheit auf die Stärke von Mahakams Schildkrieger. Nö. Brauchen wir auch nicht. Wow. Können wir die verkaufen? Irgendwelche Axtwerfer waren noch oder sowas, ne? Es waren 3 Einheiten. Die hier. Mangler. Füge einer gegnerischen Einheit und allen gegnerischen Einheiten mit derselben Stärke 2 Schaden zu. Oh, das könnte nützlich sein. 2 Schaden ist aber auch nicht viel. Schade. Das sieht auch anders aus hier. Cool. Macht Sinn. Hier hat sich aber nichts geändert, ne? Ja. Mach das Gleiche. Können
Können wir jetzt ins Gespräche führen. Schade, dass hier Dings weg ist. Ike. Yes, my lady? I haven't had the opportunity to thank you. Had you not been so alert, we'd have fallen to our deaths in Mahakam. Ja. I merely did my duty, Your Majesty. Modest as ever. Yet once the war is over, I shall make certain you're properly rewarded. My lady, the one reward I desire is victory. Your victory. Other matters await my attention. As you wish, my lady. Er wird doch nicht der Verräter sein. Haben wir einen Verräter? Weiß nicht. Hey ho, how's my favorite queen in the north? Ever have regrets? Feel remorse? For what? Oh, I don't know. Killing innocents, perhaps? Murdering travelers, pilgrims? I've always warned them. Won't touch a hair on your heads, provided you don't resist. So, see, gave them a choice. Besides, innocents? Please, Meve. We both know those to be mythical creatures. Everyone's got something on their conscience. So there's always call for murder. That's right. Dead right. You need but answer it. Okay. It's time I attended to other matters. Soll ich jetzt meine Leute verdächtigen, deswegen sagen die alle komische Sachen, oder? Yes, Your Grace? Reynard, you fought in the first war against Nilfgaard, did you not? Dann sind wir jetzt im zweiten Nilfgaard-Krieg. Okay. Yes, Your Grace. Though, as a mere captain then. Ich glaube, das ist noch... Also Witcher 1 müsste hier vorspielen, richtig? Ich bin so unsicher. Wahrscheinlich nicht. Were they equally cruel? Did they scorch fields? Turn peasants into slaves? No, Your Grace. They fought with honor in those days. Ach so. So, what's happened? Why the change? It's said Emperor Emir var Emrys's heart hardened over the years. He's grown crueler, more ruthless. His soldiers' zeal for violence has followed suit. But you don't say that. No, Your Grace. To your mind, why do they now despise us as they war against us? It's ever easier to loathe those you know. Before the first war, they knew nothing about us. Then they saw they'd the better weapons, larger cities, superior craft. That in our towns, waste flowed through the streets in open gutters. And they concluded we weren't their equals. It's far easier to kill when one holds such a belief. Okay. It's time I attended to other matters. Wir haben doch keinen Verräter. Oder? Wer weiß. Isbel, wenn... also nicht. Ich muss nach rechts eigentlich, ne? Hier ist noch Loot. Wir brauchen so viel Holz. So viel Holz. Ich wünsche, ich könnte Einheiten hier, also hier Rekruten umtauschen. In Holz. Das wäre praktisch. Mit denen kann ich eh nichts anfangen. Ich brauche so 50 vielleicht. Können wir hier nicht auf die Hauptstraße? Ne, wir kommen von hier. Gehen wir durchs Wasser dahin? Okay. Ne, gut, müssen wir wohl. Schicke Burg. Ganz viel Holz. Hidden among brambles, Meve watched the Nilfgaardian sentries atop the palisade. In full gear, alert in stance, they looked sharp and ready to defend the stronghold. Blast! Meve hissed, for she now knew Red Lobenden would not fall by surprise. A siege would be needed, and it would slow her advance. Yet there was naught she could do, as this was her one road to Angren and to Caldwell. Reynard wiped the sweat from his brow, donned his helmet, and dropped his visor with a tap. On your command, Your Majesty. Ja, Rückzug? Nee, Very klar. well. We mustn't delay. Reynard, our plan of attack. Armored infantry to lead and take the first salvo upon their breast, scaling ladders to follow. Afterwards... Masterful. Truly masterful.
interrupted Gascon. Yet, despite the mastery, fit to be improved. How, namely? Hold back your force. Lie in waiting. I'll take 10 good men and open the gates for you. Wide. And how do you aim to achieve this? Asked Reynard. Knock and claim to be a trinket peddler, I suppose. Or perhaps one of Lebioda's devout disciples. Must you know every last detail? Where's the fun in that, sir? There's none in warfare. Never. Seethed Reynard. For war is no farce. Your Majesty, he stands no chance. Not the slightest. None at all, I concur. Yet his eagerness intrigues. Let's see what he can do. Reynard did not approve of Meve's decision, this was clear. Yet he dared not undermine it. The Queen's blessing now his, Gascon assembled a small force and set off, straight for the stronghold gate. Lambs to the slaughter, muttered Reynard, shaking his head. My Queen, it's not too late. We can always... Shh! Look. Already at the gate, Gascon lifted his arm in a gesture of peace, then merrily bantered a bit with the guards. A moment later, the gates jerked into motion. But how? No matter. The gate stands open. We must attack. Meve raced off towards the fortress without even glancing back. She knew well her soldiers would follow. What? Was passiert? Schon wieder Pokémon verpasst. Oh Mann. Die Wachen versuchten das Tor zu schließen, doch die Dolche von Gascons Männern fanden die Lücken in ihren Plattenrüstungen. Die Lyrier hoben triumphierend die Fäuste, aber Meve brachte sie zum Schweigen. Es war zu früh zum Feiern. Ja, die Eindringlinge hatten ihren taktischen Vorteil eingebüßt, aber besiegt waren sie noch lange nicht. Verkürzt. Das ist gut. Alle 2 Züge zu Beginn des Zuges eine nilfgaardische Einheit zerstören. Wie mich passt, verschiebe diese Einheit auf die andere Seite. Okay. Das ist aber, Das ist aber nervig. Ja, Feuer legen ist dann doof, ne? Gut. Wird schon passen, ja. Mach mal so. Was? Geboostet? Oh, haha! The strays have come to play. Achso, was können die Gegner eigentlich? Wenn ich etwas im Fernkampf ausspiele, dann kommt da was. Okay. Wir machen mal das hier. Oh, Lady Margarita told us of this. Your life is mine now. Okay. Jupp. Crazy. Okay. Wird er gestärkt? Nee. I live to serve you. Generiere Feuer in der gegnerischen Einheit. Nicht gut. Wenn eine zerstört wird. Wagenburg plus. Ich kann direkt 3 Schaden machen, wenn ich Bock habe. 4 sogar. Klingt gut. Muss noch ein bisschen zu arbeiten hier anfangen. Zack. Okay. Möchte kein Feuer bei mir. Gut. 2 Schaden, ne? Ja. Was machen wir denn jetzt Schönes?
Wir spielen da eine hin. Nächstes Mal da eine. Okay. Ah, nö, nicht die Dinge. Aberlisten, ne? Praise be to the great sun! Mhm. 2 Karten. Das ist okay. Ich hätte 2 Karten gezogen. Das ist zufällige Bronzeeinheit aus beiden Decks. Okay. Die kann ich auf meiner Seite spielen. Oh, das ist gut. Ich dachte halt, das ist eine gute Karte, die könnte ich einfach so ins Deck tun. Ich dachte halt, dass auf seiner Seite 1 gespielt und auf meiner Seite. Na gut. Cool. Oh yeah. Notice! All roads lead to Nilfgaard. Julia, hallo. Cool. Du hast aber heute früh gestreamt. Danke für den Raid. Hallo. Was habt ihr gemacht? Gemalt? Gezeichnet? Irgendwas? Mario alle fertig. Ja, früher sehr viel gespielt Mario Kart, aber Wii. Und auf dem DS. Das ist die gute Julia. Kommt mir nicht so. Ja. Halt keine Regenbogen. Mein schon. Ah, grundsympathische Cosplayerin. Auf jeden Fall mal reinschauen. Follow da lassen. Ach ja. Was habt ihr gezeichnet? Hast du irgendwas Cosplay-mäßiges gebastelt? Wahrscheinlich, oder? Was machen wir denn hier? Ich doch eh keine Karte ziehen, oder? Hat viel zu viele Schützen hier. Mal den. Should have listened to me, old lady. Wow. Ich spiele hier die Thronebreaker. Das ist eine Witcher. Also Witcher 3, ne? Kennt man ja Gwent. Gab's da. Da gab es dann irgendwann ein Multiplayer-Game davon und davon gibt es noch eine Abkopplung, die dann eine Einzelspieler-Kampagne ist. Die ist sehr, sehr gut. Wenn man das für billig Geld irgendwo sieht, einfach mal mitnehmen und einfach mal durchspielen. Wenn man das Witcher-Universum mag, wird man sich hier auch zu Hause fühlen. Nicht ganz. Bei meinem Cosplay gearbeitet. Beatrix von Final Fantasy 9. Beatrix. Oh, wer war denn das? Das war nicht die Prinzessin aus Alexandria, ne? Oder? Weiß nicht mehr. Interessant auf jeden Fall. Können nachher richtig viel heilen wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ich die darüber schiebe, kann ich das hier ausspielen. You can try to win them all, but you won't. Okay. Hundi hat meine Suppe gegessen. Ich habe gleich gar keinen Platz mehr, ne? Sind jetzt 8. Beide Reihen passt noch eine Karte. Versuchen es mal hiermit. Don't like this. In 3 Runden zieht der eine Karte. Mach mal 2 Schaden an dem. Gucken, wo die Armbrustschützen landen. Okay. Reicht nicht. Weiter. Wolltest du das auch mal irgendwann spielen, ja? Echt cool. Die Generälin ist Beatrix. Okay.
2 Einheiten kann ich nicht spielen. Ich habe gar keinen Platz dafür. Ich müsste irgendwas mal von meiner Seite beseitigen. Ach so, ich kann ja auch den hier machen, ne? Sehr gut. Ja. Sehr schön. Kriegt er Schaden und ist jetzt gleich auf. Ich könnte das nochmal machen. Pass auf, lass mich das hier mal probieren. Jetzt haben wir auch ein bisschen Platz. Ja, Feuerball 2. Oh, sehr gut. Catch! Yes. I smell a leak. Ah. So, dann machen wir da wieder Platz. Erstmal im Lurk. Den Ball halt wieder wegräumen. Okay. Danke für den Raid auf jeden Fall. Und viel Spaß beim Saubermachen. Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. What? Ich liebe diese ein. Ich liebe diese ein. Warum ist sie so stark? Ich liebe diese Einheit alle 2 Züge in eine Reihe in Richtung des Gegners. Ah. Die kann hier nirgendwo hin. Daher sollte das egal sein. Wie viel mache ich? 4, ne? Ja. Kann damit nichts killen. Hier. Bitte nicht Gascon töten. Na, deine letzte Karte? Ja! Ja! Ich habe noch eine Karte gezogen. Ja, dann... Mysteriöse Fähigkeit ist passiert, okay. Sehr gut. Ah, Feuer ist so gut. Ohne Scheiß. Gehört genervt. 5 Schaden. Hat eh gepasst, ne? Die Schützen sind auch sehr gut. Ich hatte recht mit der Aretusa Ante hier. Adeptin. Die ist wirklich sehr, sehr gut mit den Armbrustschützen. Gascon seemed a fiend as he fought his way to the keep, then single-handedly killed the commander. Suddenly leaderless, the Nilfgaardians laid down their arms. My, Gascon. Colour me surprised. Pleasantly so, I trust. Don't fish for compliments, it doesn't suit you. Besides, you know you deserve both medal and title. I shall hold you to it, my queen. In due course. But I must know how. What ruse persuaded the Nilfgaardians to open the gate? Come, my delightful charms, no ruse. Ah, I see. Not one to share secrets. Unremarkable, as I see it. I'd hold my tongue too, were my conscience thus burdened. Yes? I've done naught to hide my shameful past, friend. I was a brigand, indeed, yet... Do not dare take me for a fool. You know of what I speak. Yet I don't. Reynard, what is this? What the... Your Grace, in Mahakam, the Nilfgaardian letter we managed to intercept. Ja. Consider your offer accepted. Direct Meve and her force to the agreed site. We await their arrival. Your reward shall be as agreed. 'Twas Gascon who told us Caldwell had received Angren to rule. 'Twas Gascon who suggested we ride for Lobindon. Yes? Ja, und? Here, the Blackclads willingly opened the gate, for they expected him to deliver a prisoner. You! I don't believe this. No, it cannot be. Deny it, Gascon. Go on.
Tell me I'm wrong. Do you require any more proof, Your Grace? What do they promise you? Amnesty? Coin in heaps? Both. I knew Nilfgaard wouldn't parley with me as a matter of course. To be treated seriously, I needed something they valued. A stroke of luck, it was, the chance to free you from Caldwell's grip. Was? It was in Edern that we first spoke. Then came to an understanding after Rosberg's fall. Why do I still live then? Why not snatch me under Knight's mantle, drag me to Red Lobendon in chains? Meve, I sought to sell you out, I did, and aimed to gain by it. Yet in Edern, you earned my respect. In Mahakam, my admiration. I swore then I wouldn't follow the terms of the accord I'd made. Instead, I'd let you into the fort and make damn sure the Commandant couldn't reveal the truth. Seems I underestimated Reynard. Wie immer. Hey Mo, schön, dass du reinschaust. Verdammt, Ach ja, schon wieder Pokémon verpasst. Ist heute sammle ich anscheinend Geld und verpasse die ganzen Pokémon. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich nichts gegen Gascon. Flattery will get you knout. You, sir, are a traitor. Oh, please, friend. You appear to me a pot that calls the kettle black. Reynard? What does he mean? I've no notion, Your Grace. Not the slightest. Truly? Ha! And I had you pegged for a man of honor. Come now, Reynard. Who sent secret messages to Willem? Go on, you really should tell your queen. Ja. What? Reynard? His Highness guest chambers in Mahakam. One of my lads snuck in. Found a letter bearing the signature of one Reynard Odo. Reynard, I beg you. Say it's not so. Tell me it's a filthy lie. Your Grace. I'd hoped His Highness and you would reconcile. To see son stand against mother rent my heart. I wish to help. Behind my back. Your Majesty, I sought merely to push the youth to see reason, to open his eyes. So say you now. Yet I can't know what was in the letters. I can't know what pacts you made. And alas, I can no longer take you at your word. I'm not alone in having deceived. Yet I am in repairing my wrong. Weiß ich nicht. Meve felt a tempest rise inside her. Yet she could not release it lest it cloud her view. She would solve the problem, strike it from her mind, and resume her journey at once. Ich kann die jetzt beide wegschicken, theoretisch. Ich kann nur einen wegschicken oder beiden verzeihen. Ich glaube, die beiden sind treu doof loyal. Also mir, und die haben auch mehrere Mal das Leben gerettet. Reynard weniger als Gascon, aber ja, ihr dürft bleiben. Drawn and quartered, I should have you both. Yet in truth, I cannot do without your aid. Now more than ever. 'Tis the one reason I show mercy and forgive. Your Grace, perhaps made with doubt, but 'tis the right decision. I shall prove it. Reynard and I rarely see eye to eye, but under the circumstances, I second his every word. Oh, shut your damn traps! And I believe you're needed in the wagon train. Now! The Queen's wish was clear and fierce. Gascon and Reynard slid off, leaving Meve to her thoughts. From the palisade's rampart, Meve gazed out over the marshlands across the Iruga. The Queen sighed deeply. She expected great challenges in Angren. She had also expected, even hoped, to find the one traitor in her midst. But two, and both her close aides-de-camp. She felt a weight upon her heart now. Blast it all. She muttered. Not the first dagger I've taken in the back.
Likely not the last either. Yet to pity my lot will help not at all. Ja. From the captive Nilfgaardians, Meve learned Caldwell was at Tuzla Castle, in Angren's very heart. A small detachment would remain at Red Lobenden, while the Queen with the rest of her force set off to face the treacherous Count. Okay. Mom, I must speak to you when you find a free moment. Okay. An den Pfalzgrafen Caldwell von Herzog Adal Ebdahi, Großkanzler, Kommandant der Heeresgruppe Ost. Dein Ersuchen, nach Lyrien zurückzukehren, wurde nicht stattgegeben. Ich stimme dir zu, dass König Wilhelm die Unterstützung eines erfahrenen Politikers bedarf. Da werde ich ihn gegebenenfalls beraten. Deine Talente sind vorläufig in Angren gefragt. Wie du weißt, benötigt der Kaiser rasche Lieferungen von Baumaterialien an unseren Werften. Ich rate dir, die Erfüllung seiner Wünsche zu deinen obersten Anliegen zu machen. Verzögerungen wären unentschuldbar. Okay, dann sorgen wir mal für Verzögerungen. Na, will sich jetzt noch jemand von uns trennen hier? Was ist los? I'm pleased to see you again, Mom. You need something? Ja. You wish to speak with me? In private? Yes, Mom. I've given thought to certain matters. The time's come to explain and reveal my decisions. I've not been entirely honest, but I've seen you very much deserve the truth. Okay. You're brave, wise, and above all, you've a good heart. And thus you're unlike any other ruler I've ever met, had dealings with. Das riecht jetzt danach, als wenn sie jetzt Isabel Plus wird als Karte. Oder? Isabel, what is it you wish to say? You're starting to worry me. I told you of Sintra and Sodden. Do you recall? It's true, I took part in that war. Ja? Yet I fought for the Empire. What? Yes, sir. I'm not certain I understand. Sie ist Nilfgaarderin My name gewesen. is Isbel ep Muirmos, of Nilfgaard. I wish I could say I am from a conquered province. I wish I had that luxury. But no, I hail from the city of the Golden Towers itself. Aha. Oh, nö, kann doch bleiben. Ist doch egal, wo sie herkommt. My, I'd certainly not expected that. Please, Warum tell sollte me ich sie more. jetzt wegschicken? I went straight from the academy to the army, as majors do in Nilfgaard. Yet I truly believed our aim to be to build a better world. With our help, the mages, the Emperor conquered realm after realm, right up to the Amel Mountains. Yet he was not sated, and turned his greedy eyes to the north. But the north stood and faced him. I'll never forget the bloodbath he wrought in Sintra. It was unspeakable. He sought to intimidate us. He united us instead. Indeed. At Sodden, when chaos engulfed the Imperial army, I saw my chance to flee the madness and begin life anew. And I did just that. I never sought thereafter to rejoin my countrymen or return to my home. Instead, I stayed in the north and swore never again to use my magic to harm others. Yet I cannot stand idle as the Emperor perpetrates atrocity after atrocity. I wish to fight at your side. Oh. Oh. So als angreifende Magierin? Ich könnte jetzt auch sagen, das will ich nicht. Komm, na klar. All deserve a second chance. Yet from now on, there are to be no more secrets between us. Certainly. I thank you. You've no idea what this means to me. Good. Oh, and Isbel, this must stay between us alone. For your own sake. I appreciate the concern, Mom, but you needn't worry about me. I've lived for some time in the north, and dare say I know how to get by. Okay. Isabel Zerstörerin. Heißt das, sie heilt nicht mehr?
The city of the Golden Towers. Don't think I know any soul who's seen it with their own eyes. Did you know many common folk believe they're made of real gold, the towers? Yet they're named for how the southern sun dances off their rooftops. My family lived in the capital long before Nilfgaard was ever an empire. The city is of great beauty, was always a source of pride, turned arrogance in time. When I was but a lass, my father would take me to the grand amphitheater to watch the gladiators fight. A daughter of Nilfgaard should grow accustomed to the sight of blood, he said. For to conquer the world was our destiny. Dreadful. You must have hated it. Ja. Wieder das Römische Reich, ja? At the time, I saw nothing wrong in it. I admired the gladiators for their bravery, skill, finesse. Though now it shames me to admit it. Okay. Duty calls. I must go. Of course. Should you need me, I'll be here. Ich bedenke, dass ich die 3 jetzt hätte gerade verlieren können. Der letzten 10 Minuten. Naja. Meine wichtigsten Berater. So, dann gucken wir mal. Wo ist sie denn? Zerstören Teile zufällig unter allen gegnerischen Einheiten Schaden in Höhe des in dieser Schlacht erlittenen Schadens auf. Ja, ist das gleiche, nur Angriff anstatt Verteidigung. Wow. Ja. Unsere Armee wird viel aggressiver, anstatt sich selber krass zu boosten. Ja, Zwerge sind halt... Zwerge sind irgendwie ganz schön enttäuschend. Ich kann eine andere Einheit auf 9 Stärke setzen, wow. Meine niedrigsten Einheiten haben, was ist das, 6, 7? Das ist halt krasser Boost. Ich könnte gegnerische Einheiten runtersetzen vielleicht damit, ne? Naja. Aber trotzdem. Da oben waren wir auch noch nicht. Wir sind ja hier lang gekommen. Und nicht hier lang. Joa. Hey. Savarut, Nordling, Netamar. Godef me, sir. Godef me, sir. I'll keep a close eye on him, Mom. Don't you fret. I'll keep a close eye on him, Mom. Don't you fret. Queen Mom hier. Geredet. Leute hier. Guck mal. Wir können Sachen rekrutieren und noch ein bisschen Bonuskram holen. Weißt du? Das? Interessanter Avatar. Naja. Gehört das hier irgendwie noch dazu? Hätten wir die erst angreifen können? Vielleicht. Nee, hätten wir nicht, ne? Kriegen wir eigentlich mittlerweile mehr Ressourcen? Charming this county the Blackclads granted Coldwell to rape. Yes. A gift so lovely Coldwell could not refuse. At Dahi, it seems, wished to be rid of the Count, so as to rule Lyria alone. I do wonder why they quarrelled. Caldwell wished to rule by Willem's hand, and by his claim. Of little benefit to Nilfgaard, so the general disapproved. As do I. By all means. Ist versperrt. Wir finden einen anderen Weg, denke ich. Majestät, anscheinend hat irgendeine monströse Bestie diese Karawane überfallen. Und ein Pokémon ist erschienen. Was ist das denn? Das ist shiny? Moment. Das ist normalerweise so aus? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Na gut.
Anscheinend hat irgendeine monströse Bestie diese Karawane überfallen. Ja, die Kadaver sind voller Krallen und Klauenspuren. Einige der Händler müssen überlebt haben. Es führen Fußspuren nach Süden. Was sollen wir mit den Waren tun, die hier zurückgelassen wurden? Liegen lassen oder requirieren, um Kriegsausgaben zu decken? Ja, wir nehmen es mit. Er wird sollen sich halt später beschweren. Kann nicht einfach irgendwas liegen lassen. Das ist ein Schild mit Stacheln, oder? Das Monsterhaut gefertigtes Schild oder sowas. Monster. Die Geisterstadt. Die Einwohner Angrens hatten unter vielem gelitten. Unter Krieg, Krankheiten, giftigen Gasen, aber vor allem unter Monstern. Man nirgendwo sicher. Nicht einmal zu Hause. Sind so Vampirdinger, ne? Katakan. Wenn ein Vampir ausgespielt wird, verbessert ihn um 2. Nein. 3 Runden, ne? Ja. Ja. Mach mal. Entziehe jeden Zug zu Beginn des Zuges der schwächsten Einheit 1 Stärke. Feuer oder nicht Feuer? Komm, wir spielen das hier. Sod it all. Oh, das ist nicht gut. Okay, jetzt ist die schwächer. Okay. Bitte 3 Schaden. Warum ist die so stark? Sollte die nicht 7 haben oder so? Oha. Hier. Again and again and again. Schon gemein. Nochmal 2 Schaden. Ey, die muss doch überleben. Könnt ihr das mal lassen? Was? Warum hat die gerade 2 Schaden bekommen? In des Zuges. Mach mal den. 2 Einheiten spielen. Aretusa-Adeptin. Oh. Können wir jetzt richtig für unsere anstellen. Doubt I'll ever pay off these school loans. Davon mehr im Deck zu haben, klingt sehr gut. Oder? Davon, also das wäre jetzt halt gut, ne? Machen wir das so. Weil die werden direkt ausgespielt. So, dann... Warum kriege ich 2 Sachen von ihm? Ach, das ist die andere Fähigkeit. Achso, ich habe ja Blizzard gespielt hier, Dings. Ja. Der schwächsten Einheit, was? Wandel Beschichte. Ja, muss ich wohl, ne? Sehe ich keine Karte. Schade. Gut. Ja, es passt. Coin never stinks, no matter how rank the pouch. Where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly. They go to the lake of fire and fry. See 'em again till the 4th of July. I knew a lady who came from Duluth, bit by a dog with a rabid tooth. She went to her grave just a little too soon, flew away howling on the yellow moon. Where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly. They go down to the lake of fire and fry. Hallo Xaxa. Schön, dass du reinschaust. Das war eine Warner Lake on Fire. Den Text kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Eigentlich ganz gut, dass wir nicht noch eine Karte gezogen haben. Ne, 2 können wir noch neu ziehen. Nö, das kann so bleiben, glaube ich. Oder? Ja, das ist gut. Gewinnen werden. Gewinnen will.
Fangen wir mit Feuer an? Nee. Fangen hiermit an. Mhm. Damit das Ding direkt beschädigt werden kann wahrscheinlich. Nee. As you command. Nein. Ach, ich wusste es. Ich hab's gewusst. You can try to win them all, but you won't. Okay, machen wir es so. Ein Stärke entziehen. Entziehen ist gemein. Feuer. Wird Zeit für Feuer. This could hurt. Kannst du das nochmal machen mit dem Entziehen? Ich würde gern... Ergreife. Achso, die ist jetzt einfach auf deiner Seite. Frech. Einfach nur frech. Don't like this. Ich gerne nochmal Feuer, bitte. Was? Das ist nicht gut. Krieg ich 5 Schaden oder was? Oh, wie frech. Ja komm, dann machen wir das mal so. Ja. So. Ein Schaden. Okay. Die beiden Sachen erst noch spielen jetzt. Die hier? In die andere Reihe hätte ich spielen sollen. Oh Mann. Da hätte ich einen Schaden machen können. Was? Ergreifen. Die kommt auch nicht zurück, ne? Also, die ist weg halt. Ich könnte jetzt passen, ne? Nee, ist Quatsch. Wir gewinnen die Runde einfach auch. Passt schon, guck. Zack, zack. Karten ziehen und Sensen. Trommler, sehr gut. Army's wasted time for one like me. Ein Stärke entziehen. Oh. Gemein, ey. Wir, warte mal. 2 Schaden AOE und immer wenn er was spielt. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Das ist Müll, das auch. Okay. Nicht schon wieder, So, das da. Ja. Pass auf, jetzt wird spannend. Das hier? So, ist noch eine Karte ziehen. Ja, da einen hin. Dann da einen hin. Und nochmal. Ja, Feuerbomber, die habe ich schon gesucht. Watch your heads. Viel zu lange auf sich warten lassen, der zweite. Und jetzt 8 Schaden. Gib ihm. So. Feuer? Ja. Können wir noch eine Karte ziehen lassen? Company, forward march! Kann ich nicht, weil da nichts mehr drin ist. Außer dem hier. Okay. Können noch mal einen Schaden AOE machen. Das machen wir aber erst danach. Jetzt 2 Schaden. Kann sie machen. Oh, das. Er macht gleich den hier noch am Ende. Und dann gibt er ihm noch eine Ladung zurück und kann die alle absorbieren. Okay. Oh ja.
Okay. Ich kann die Aufladung da nochmal zurückgeben. Kann ich da nochmal Schaden machen? Erstmal hier weitermachen. 3 Schaden. Oh, ne, das war der falsche. Kacke. 3 Schaden. Also 4. 5. 6 jetzt theoretisch. Ich kann damit nicht nochmal angreifen. Ach verdammt. War fail, okay. 6 Schaden nochmal. Dann können wir nichts vom Feld nehmen. Aber boosten können wir. Die Sau. Daran ändert sich ja jetzt nichts, ne? Yeah. Sehr schön. Sackgasse. Noch mehr Monsterchen. Können wir hier über... Wo bin ich gerade? Hier. Ja, da müssen wir sogar lang. Für Loot. Windeburg, Tutzler. Ist das? Majestät, das Wasser ist mit Leichen und umgekippten Booten übersät. Die Dorfbewohner wollten wohl auf die andere Seite des Sumpfes flüchten. Wurden aber von einem Steinbeißer angegriffen. Wir können ihre Besitztümer herausfischen. Es könnte Bewegung entlang des Ufers Monster auf und aufmerksam machen. Ja, Ressourcen sind besser als Männer, auf jeden Fall. Weil der Krieg wird mit Karten gewonnen, nicht mit Armeeeinheiten. Hier müssen wir jetzt umgehen. Wahrscheinlich extra Monsterkampf deswegen. Ja. Ich habe einen Grummeldrang aus der Ferne. Regentrommel mischt sich ein anderes, verstörendes Geräusch. Ja. Verdammt. Das nicht. Die auf jeden Fall behalten. Boah, ist okay. Fangen wir auch damit an, denke ich. Oh, Lady Margarita told us of this. Wise choice. Regen. Das ist, nee, was? Hier. Für jeder Zug zu Beginn des Zuges 2 zu verlegen Einheiten 1 Schaden zu. Ist nicht viel. Können wir aushalten. So, wir spielen jetzt den. Machen jetzt das. Und ich glaube, dann könnte der Gegner aufgeben nächste Runde, oder? Stimmt. Nee. Na gut. Müssen wir weiterspielen, das ist ja frech. Feuer will ich nicht spielen. Aber Nebel muss ich nicht unbedingt entfernen. Oh, mach mal den. Karten ziehen. Ja, aufs Feld bringen ist das, ne? Hat das hier. Eine Einheit markieren, die dann immer schwächer wird. Auf die Stärke links von ihr. Haben wir nicht so gut gerade. Dann machen wir das. Dauert das so lange? Macht das jetzt 2 Schaden? Ja, komm. Ach ja, Hundi kommt auch noch. Okay.
Können gleich nochmal Loyalität machen. Nächste Runde. Wenn es sein muss. Er hat gepasst. So, geht doch. So, der wollte auf 7 Karten runterkommen. Gar nicht so doof, ja. Weil man zieht ja jetzt 3 Karten. Ja, da ist Pokémon. Meins. Vogel. 5 könnte ich neu ziehen. Will ich irgendwas neu ziehen? Passt. 2-mal Karten ziehen, einmal Feuer. Joa. Fang mal. Nee. Fang mal mit Karten ziehen an. Left, right, left, right. Oder Karten ausspielen aus dem Deck direkt. Again and again and again. Hat er noch... Okay, muss noch warten. Oh, das ist gut. Das hätte ich vorher spielen sollen. Verdammt. Nächstes ist Feuer auf jeden Fall dran. Reihenfolge. Dahin. Dahinter? Nee, da. Okay. Not sure for what just yet, but... You mad? Don't shake that! Okay. Mhm. Nimm mal eine gegnerische Einheit Schaden erleidet. Erhöhe sie um 1. Oh, interessant. Das ist gut. Das wäre für uns auch gut, tatsächlich. Oh. Er hat gerade seine Fähigkeit eingesetzt. Ah, ist schon gemein, Lass mich mal mehr Karten holen. Nice cards? No, they don't hurt. Mhm. In die Reihe. This could hurt. Und Odo kann gleich meine Abklingzeiten zurücksetzen. Mehr Karten. There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Mehr Karten. Wait, you're serious? Da hinten. Yes. 7 Schaden, zack. Mach mal den. Ist gerade so gut, okay. Fähigkeit ist eigentlich Unsinn, aber dadurch, dass es sie halt aufladen kann über die ganze Schlacht hinweg, ist sie halt gut. Aber die Fähigkeit an sich irgendwie nicht so sehr. Mach mal das. 2 zufällige Schätze. 2-mal Blut. Joa. Also nehme ich die Karte, ne? Okay. Ja, gut. Ja, nutzloser Zug. Bam, Reihe voll. Aye. Hier 2 Karten. Schön.
Feuer ist so mächtig. Eine Runde noch warten? Ja, ne? Mit dem... Macht eh keinen Unterschied. Kann auch jetzt schon anfangen. Zack. Ja doch, wir warten noch mal eine Runde mit dem Rest. Wegen dem Feuer. Cursed traitors. Okay, so, jetzt machen wir 3 Schaden. Ich kann nichts töten, das da. Das ist eigentlich egal. Ehrlich gesagt. Ich kann ja kein 4. Mal angreifen. Oder? Doch, warum? Warum kann ich noch 4... Ich verstehe es nicht. Wenn ich was töte, kann ich noch mal angreifen. Ja, dann drückt er jetzt den Knopf und wird richtig mächtig. Mhm. Sehr schön. Was ist das für ein Hähnchen? Von, oh, Foltest? Von Foltest. König Temeriens, Ponta, Mahakams, Soddens und Angrens. Den angrenischen Schutzkorps. Die Nilfgaarder haben unsere Verteidigung durchbrochen. Ich befehle den kompletten Rückzug nach Temeria und Brugge auf dem kürzesten Weg. Vermeidet Konfrontationen mit den Streitkräften Nilfgaards, außer sie greifen direkt an oder versuchen euch zu entwaffnen. In jeder erreichten Stadt sollte der Rückzug der Garnison ausgehandelt werden. Okay. Gehe ich richtig? Wo gehe ich? Zeig mal kurz. Da bin ich. Jo. Wo muss ich hin? Da. Ist ja weit Weg noch. Weiß nicht, ob wir da heute noch ankommen. Mal gucken. Wir haben... Barnabas. Wer ist Barnabas? Wer ist Barnabas? Was? Meine Herren, am Grund des Sumpfs. Ich glaube, Barnabas ist hier irgendwo in der Nähe. Die können wir mitnehmen, oder? Meine Herren, am Grunde des Sumpfs schimmert etwas aus wertvollem Metall. Es könnte ein uralter Elfenschatz sein. Wir können versuchen, es herauszuziehen. Müssen aber auf das Schlimmste gefasst sein. Diese Wässer sind äußerst unsicher. Ja, negativ nehme ich in Kauf. Aber Barnabas. Wäre das die Elfin gewesen? Ja, ist Barnabas. Sollten vielleicht nochmal die umliegenden Dörfer erkunden. Was da noch war. Das hier ist der Weg nach vorne? Nee. Das hier ist der Weg nach vorne. Kommen wir da rein irgendwie? Boah, das ist sehr verschlungen hier. Gehen wir jetzt hier einmal im Kreis. Die Brücke, welche die beiden Ufer des Hinterlandes miteinander verband, war durchgerottet, sodass Lyrier sie umgehen mussten. Der Katakan aus der Gegend kannte den Zustand der Brücke ebenfalls. Daher lag er ein Stück abseits des Pfades im Dickicht auf der Lauer und leckte sich schon erwartungsvoll die Lefts. Sind Katakans jetzt irgendwie so Vampirwesen? Nee, ne? Noch was anderes noch, wahrscheinlich. Karten ziehen ist cool. Nee. Ach komm, mach. Keine Aretusa. Ein Schaden. Ein Schaden ist nicht viel.
Ein Schaden ist nicht viel, aber ich habe auch nicht so viel diesmal. Ist die Aretusa eine Blitzeinheit gewesen? Nee, ne? Was ist sie denn? Mensch, einfach nur. Wir nehmen mal einen von denen und machen da mal den Nebel weg. Cursed traitors. Machen wir das. Bitte sei was Gutes. Ja, wir haben zum Glück keine starke Einheit gerade. Nice. Und wir können auf ihn boosten. Den hier. Okay, das war gut. Genau, was hatte ich jetzt gebraucht? Ich hätte den nehmen sollen. Nee, hätte ich ja nicht auswählen können. Das hier wäre gut nachher. Okay. Hey. Ab damit. Hey, na, oh, shit. Hier. Plünderer. Plünderer ist okay. Kauerreiter Plus ist besser. So müsste ich aber noch mehr Einheiten spielen. Naja. Gepasst. Okay. Wenn ich das spiele, kriege ich genug, ne? Genug Angriff? 9. Es reicht, ja. You can try to win them all, but you won't. Okay. Get. Eine Runde gewonnen. Und Kartengleichstand, ne? Ja, Feuer gezogen. Zweimal Feuer gezogen. Oh. Sehr gut. Damit bin ich sehr zufrieden. Ja, nee. Okay. Noch mehr ins Deck tun. You mad? Don't say that! Wovon sollte ich noch mehr ins Deck tun? This could hurt. Davon nicht. Wahrscheinlich davon. Aber oder eine von den beiden, weil ich damit immer Karten ziehen kann. Ja, vielleicht sollte ich davon mehr holen. Weil das erweitert mir auch meine Züge. Damit habe ich einfach mehr. Müsste ich den jetzt spielen? Sod it. Sod it all. Doubt I'll ever pay off these school loans. Haben wir davon noch 2 im Deck. Ja. Gut. Auch eine schwächere Einheit tatsächlich. Damit die hier verschont bleibt. Direkt mal hier Schaden machen. Ja, passiert halt. Haben wir die Karte gezogen. Ist leider nicht das, was wir erhofft hatten. Army's a waste of time for one like me. Ich hoffe, sie ziehen damit jetzt noch was Cooles. Ey. Frech, ey. Ja, da können wir wenigstens noch weiterziehen.
Ja gut, dann gewinnen wir die Runde doch noch. Gut. I don't like this. Noch 2? Blitzeinheiten. Ja. Wir haben nur noch eine. Ne, 2 sogar. Oh, ja. Mach mal den erst. Direkt angreifen am besten. Mhm. Mhm. Ein wildes Pillabell ist erschienen. Aha. Erst Odo, na gut. Company, forward march! Wir können auch mehr Karten ziehen. Right, left, right. Yay. Und kannst uns gucken. Die kann er nicht ziehen, oder? Nee, doch kann er. Nur Zauber nicht. Also, die Schätze nicht. Ih. Macht mir ganz schön viel Schaden. Wo ist denn... Ich glaube, ich habe die Magierin nicht mehr im Deck. Muss ich nochmal reingucken. Das ist ja ein Ding. Ich wundere mich immer, warum die nicht kommt, aber ich habe die einfach nicht wieder reingetan, glaube ich. Nothing personal, I assure you. Should have listened to me, old lady. Mhm. Mhm. Böse. Im Moment liegt er vorne. Oh nein. Bringt das noch was? Ja, für ihn, ja. Mhm. Okay. So, dann fangen wir mal an, hier Damage zu machen. Da mach ich. Ich habe schon wieder den zurückbekommen. Jetzt machen wir 2 Schaden. Ich hoffe, das ist was Gutes. Wieder eine Ladung zurückbekommen, ne? Und noch eine zurück. Ich weiß nicht, warum ich da jeweils mal eine Ladung zurückkriege. Das hat irgendwie... Irgendwas ist da merkwürdig. Wir werden geboostet, ne? Müsste er nicht übelst gebufft werden dadurch, dass die hin und her geschoben werden? Ja, okay. Wird er. Gut. Ja. Sägemaul. Ne, Sägmaul. Multiplayer. Spannend. Sieht cool aus auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warum ist hier die Zauberin nicht mehr im Deck? Hat ich die rausgenommen? Ja, wegen dem einen Kampf. Ja, das, die hätte viel geholfen. Allgemein. Die ist richtig gut, Vielleicht soll ich davon noch eine ins Deck nehmen. Eine Karte, also Karten im Deck erzeugen und diese auch buffen, ist schon cool. Wenn ich davon 2 hätte, ne? Ja, mach mal.
Kann ich das Deck noch ein bisschen ausdünnen irgendwie? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Karte ist gar nicht so gut. Obwohl ich da jetzt krass in die Richtung abgegradet habe. Ja gut, du kannst die ausspielen und da kannst direkt 3 Schaden machen, ne? Oder 4 nachher sogar. Es passt schon. Und sie hat noch... Und sie ist ein Ziel auf jeden Fall für die Gegner die ganze Zeit. Ja, ja, das passt schon. Gibt ja einen Grund, warum die andauernd fast sofort zerstört wird. Warum? Nee. Hier? Irgendwas davon, was ich reinnehmen will. Nee. Das heißt, wir könnten jetzt... Also, ein bisschen könnten wir noch sparen. Aber ich glaube, ich mache jetzt, dass ich mich schnell auf der Karte bewege. Wird Zeit. Hätte ich vielleicht schon mal früher machen können, aber... Ja. Ansonsten warten wir jetzt hier drauf. 4000... Fast kein Gold. 4000 Holz. Sehr, sehr viel. Oder wenn sich irgendwo nochmal eine Gelegenheit ergibt für was anderes. Verlassener Außenposten. Eine Woche. Länger hatten die Nilfgaarder nicht gebraucht, um Angrin, den Temerian zu entreißen. Die Schwarzkette merkte auch schnell, dass sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen durften. Die wahren Gegner waren nicht die Nordlinge, die das Land angeblich regiert hatten, sondern die Monster, die daran hausten. Sie brachten den Nilfgaardern bei, dass man sich besser nicht zu tief in die Sumpfte wagte. Töte alle Archespore, ohne dass verbündete Einheiten sterben. Ein Rätsel. Kriegen wir hin? Feuer. Was? Liebe diese Einheit jeden Zug zu Beginn des Zuges eine Reihe in Richtung des Gegners. Wenn ihre Stärke gerade ist, füge der schwächsten Einheit auf dem Schlachtfeld 7 Schaden zu. Kann 5 Schaden machen. Ja. Okay. Abalista, your command. Jeden Zug zu Beginn des Zuges eine Reihe in Richtung des Gegners. Warum sind nicht alle verschoben worden? Das sind nicht die Regeln, die da drauf stehen auf der Karte, aber gut. 2 Schaden. Muss ich die jetzt... Okay. Ach so, ich verstehe. Ja, Nicht geschafft. Okay, ich muss die alle beschädigen. Wahrscheinlich muss ich 3 beschädigen, dann einmal einen Trank benutzen und dann... Ja, kriegen wir hin. Nur wenn die beschädigt sind, bewegen sie sich. Scheinbar. Abalista, your command. Ja. So, wenn ich jetzt noch einen... Ja, genau, einen noch. Da sterben die, okay. Jetzt einmal den. Ja, muss ich. Die beiden sterben noch und der hier muss anders sterben. Ja, der muss anders sterben. Also den jetzt dahin. Eigentlich ganz einfach. Yay. Cool. Was? An Nordlingan, Funklör, schnell. Ruhig, Nordling. Und fort, weg mit dir. Hinter mir, was? Kein Durchgang. Ach so, die Übersetzung. Das ist eine Übersetzung für die Nilfgaarder. Okay, verstehe. Oh Mann. Habe ich jetzt hier alles gemacht?
Bin erst hier... Das ist die Brücke, ja, die wollte ich nicht. Hier war ich auch, ja? Weiß ich nicht. Was wäre das sonst das nächste? Was habe ich hier alles? Hier war ich, ja. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und schauen mal, was da jetzt abgeht. Theoretisch müssten wir ja noch so Befestigungen mit Nilfgaardern finden, oder? Came to a crossroads. Oh. As Meve and her scouts conferred about the proper path to take, a footman, of a sudden, collapsed upon the muddy ground. His comrades strove to rouse him. Alas, to no avail. Meve called for a medic. One arrived post-haste. He checked for wounds, a heartbeat, all else for which a medic checks. Then he peered down the soldier's throat. In a flash, he was on his feet, his hand over his mouth, backing away. What's with him? What's wrong? The Queen asked, her eyes darting between the medic and his patient. Typhus exanthematicus, Your Grace. Replied the physician, wiping his hands with a spirit-soaked cloth. Typhus fever. Contagious? Extremely, I fear. Though not yet at this stage. The spots are but in his mouth for now. Tomorrow he'll be blotched all over. It's then the disease turns infectious. I see. What about a cure? Is one known? The medic looked at Meve, shook his head and shrugged. Alas, there was precisely naught he could do. But where medicine fails, magic may at times stand in. Without giving it two thoughts, Meve called for Isbel. It's typhus, I've no doubt. The healer confirmed. I know a spell that could be helpful. Aber? Vital's cleansing, we call it. It takes time to prepare and many ingredients. Rather costly, or... Ja, machen wir. Klar, warum nicht? Coins no object, said Meve. Get to work at once. Isbel returned from the local herbalist with herbs valuable and rare. Fern blossoms, mandrake root, comfrey seeds, and more. She then pulled from her bundle a variety of vessels, funnels, retorts, alembics, carafes. Colored concoctions she then brewed, steam and strange odors rising from them. Hours later, after much effort, she had a few drops of a thick substance in a flask. Isbel whispered an incantation, then gave the remedy to the dying man. His tremors and fever subsided at once, the other symptoms fading within hours. At last, Meve could breathe a deep sigh of relief. Gut. Moral plus. Ja, das bisschen Geld ausgeben, das ist ja auch nicht so wild. Mittlerweile vor allem. Oh, wir sind viel schneller unterwegs. Gar nicht so krass aufgefallen. Schön. Schön, schön, schön. Hat sich gelohnt abzugraden, glaube ich. Hi. It is a land of monsters. Belongs to them, it does. Ja. Menschen sind nur Gast. Da links ist noch was. Gehen wir erst hier runter? Und dann gehen wir nach links? Ich glaube ja. Wer bist du? For no visible reason, the Lyrian column came to a halt. Meve stood in her stirrups in a bid to see the cause. Something had blocked the way, it seemed. Something large. A tree felled by a storm, or an abandoned wagon, the Queen thought. Neither was true. A boulder huge as a barn lay in their path. Footmen had slung ropes around it, planted their feet, and now sought to pull it aside. Did not budge an inch. Perhaps I could assist you. Meve turned in her saddle on hearing the voice. Several travellers in faded robes warily crept from the trees. A young woman with long, light-coloured hair led the way. You don't much resemble a rock troll, said the Queen, eyeing the slender stranger skeptically. But go on, do try. The fair-haired lass crouched beside the stone, closed her eyes, and began to whisper. Horses wheeled and tugged at their reins. A hound howled in the distance. And then the boulder rolled to the side like an apple crossed the deck of a boat rocked by seas. Neue Verbündete? Who are you? Do tell. A druid, came her calm response. This stone, it stood in our circle. The woman silently turned toward the wood. Meve followed her gaze,
and among the trees saw other large stones, cracked and scorched. Huh? What happened here? We refused the Nilfgaardians' aid, answered the druid. So they raised our shrines, though perhaps it's a blessing. A blessing? How so? A darkness fell upon Angren a time past, and it grows. The forest turns savage, its creatures drunk on blood. Folk have come to worship other cruel gods. It's time we abandoned this land forsaken and went south, to Kedmerkvid. Mhm. Ich guck nur dran. Ja, wollt ihr nicht mit uns kommen? Our path leads south too, though not as far, said the queen. Do join us. Given the times, there's safety in numbers. The druids agreed, and were grateful. They walked at the rear of the column, muttering prayers, their faces concealed beneath hoods. Aber die sind nicht krank oder irgendwas? Oder schleppen da irgendwas ein oder so? Ich weiß nicht. Okay, gehen wir jetzt mal links. Das ist auf jeden Fall was sich ins Böse auswirken kann. Neue Markierung. Da ist ein Kampf. Eure Hoheit, ein Händler namens Wenslav aus Maribor bittet euch, ihn zu erhören. Der Pferde gingen an einer unbekannten Krankheit zugrunde, sodass sein Wagen voller Waren jetzt im Sumpf festsitzt. Er ist bereit, sein gesamtes Inventar zu einem vergünstigten Preis zu verkaufen. Er möchte seine Verluste gering halten und Angren so schnell wie möglich verlassen. Eine bessere Idee, wir beauftragen einen Rekruten damit, ihn an die Grenze zu geleiten. Nö, wir machen das mit dem Holz. Holz ist gut. Gut. Holz ist das eine, was wir brauchen momentan. Hier soll ein Rätselkampf sein. Ich gehe erstmal spazieren. Was haben wir da? Das ist ein Gruft-Vibe oder irgendwas. Nee, was? Von Maximilian Keller, Dozent, Akademie von Oxford, an Rhein Wigmund. Bin der Bitte nachgekommen und den Gerüchten um den sogenannten Goldene Grotte auf den Grund gegangen. Es gibt mir Nachforschung bestätigt, dass es diesen Ort tatsächlich gibt und er nördlich der Elfenruinen liegt, welche die Einheimischen nur als Bögen kennen. Die Unshade haben wohl tatsächlich einen Teil ihrer Schätze versteckt. Unshade, ne? Okay. Bevor sie den Sumpf verließen. Ich rate jedoch zu extremer Vorsicht. Die alten Völker lassen ihr Eigentum nur selten unbewacht. Also ein Schatz bei den Elfenruinen. Rätselkampf. Verschiebe Meve in die Fernkampfreihe des Gegners. Meve spitzte die Ohren. Moskitos summten, Frösche quakten, aber da war noch mehr. Eine Frau sang. Verblüfft folgte Meve der Stimme. Bald stand sie vor einem Höhleneingang. Im schlammigen Boden waren frische Fußabdrücke zu sehen. Sie wirkt menschlich, abgesehen von den langen Krallen. Extrakarten. Wo ist Meve? Da. Wirkt kein strömender Regen in der Reihe. Verschiebe sie jeden Zug am Ende des Zuges in diese Reihe. Generiere eine lyrische Arbaleste. Entferne strömender Regen aus der Reihe und füge Meves Hand eine Streunerschleuderkarte zu. Was? Okay. Valyria and Rivia! For the north! Was? Okay, das steht hier nicht. Dass ich die einfach wieder zurück auf die Hand bekomme. Warum? Was? Entferne strömende Regen. Was? Zerstöre, das war ein Todeswunsch. Ah, ja. Okay. Okay. Jetzt. The morrow shall bring a better day.
Spiele eine von 2 gewählten Karten. Was, das sind ja ganz andere Sachen. Okay, erstmal. Eine von 2 gewählten Karten. Achso, ich muss das durchschieben können. Ah, okay, verstehe. Dafür kriege ich jetzt wieder diese andere Karte? Ja, oh mein Gott. Das ist ja... Achso, das ist ganz schlecht beschrieben. Ich weiß nicht, ob das am Deutschen liegt. Eine Reihe nach unten. Nein! Ah, dumm. Ah, muss neu starten. Nein! Scheiße. Moment. Da. Neu starten. Ist falsch. Es muss... Jede Reihe muss halt einer sterben. Dann... Damit ich sie durchschieben kann. Mhm. Onward to victory! Nach unten verschieben und nach oben. Nach unten. Ich muss sie doch nur dahin bekommen, oder? Eigentlich. Ballista, your command. Nach oben brauche ich. Mhm, die hier. Muss ich noch zweimal zerstören. Oh. Einen Fehler gemacht? Nee, habe ich nicht. Passt. Ganz merkwürdig. Hallo Kraha, schön, dass du reinschaust. Da ist, können wir uns mal die Krähen angucken. Schön. Ach ja. Ja. Haben wir jetzt hier im Sumpf alles? Bestimmt. Ja, wir müssen hier durch, ne? Meine Druiden jetzt mitgenommen. Ich hoffe, die kämpfen jetzt nicht gegen uns, weil... Das hier? Bekanntmachung. Dies ist ein Abholzungsgebiet. Jeglicher Versuch, die Arbeit zu behindern, wird als Sabotage gewertet und unterliegt strengster Bestrafung. Graf Cradwell, Verwalter von Angren durch kaiserliches Dekret. Links war der Kampf, ne? Nee, da ist ein Kampf. Ach, das ist hier ganz anders, als ich dachte. Okay. Ich glaube, wir können hier aber für heute Schluss machen, glaube ich. Wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, leider. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich ein bisschen früher Schluss mache. Ja, also raiden wir jetzt einfach davon. Woanders hin. Ich weiß auch schon zu wem. Als noch jemand in seinem ersten Elden Ring Run. Der Gute. Weil er schon recht nah an diesem goldenen Baum ist. Da gehen wir hin. Zum Reclaimer. Yay. Da kann ich euch ganz beruhigt hinschicken. Wir machen hier morgen weiter. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und wir sehen uns dann wieder. Wie immer um 12.
cool. Sieht sehr interessant aus. Ja. Und ja. Thronebreaker, ich weiß nicht, wie lange das noch geht, ne? Also wir haben jetzt bestimmt diese Karte, danach noch eine und vielleicht noch eine. Also es ist ganz schön viel in dem Spiel, ehrlich gesagt. Macht auch Laune. Eine coole Geschichte. Sehr, sehr geil. Damit werden wir auf jeden Fall uns weiter befassen und dann wahrscheinlich in Witcher einstarten danach. Das ist der Plan jetzt für die nächste Zeit. Und samstags immer Koop mit dem lieben Xaxa. Yeah. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao!